Moin moin, hallo, hi ho, wazza. Willkommen zu einem neuen Stream von Genshin. Ich hoffe, der läuft stabil. Wir haben den Pauschalen mittlerweile scheinbar, wie soll ich sagen, Frameskip, den wir seit dem letzten Stream scheinbar immer haben, egal wie ich einen Stream starte. Es scheint immer pauschal zu passieren, was mich sehr ärgert, aber es scheint auch wie immer bei dem einen zu bleiben. Was nicht ganz stimmt, weil bei dem letzten Horizon-Stream ist mittendrin noch was passiert. Aber nur an 3 separaten Stellen. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Was ich bemerke ist, dass bevor ich den Stream starte, ich habe ja diesen einen Browser, wo mein Stream die ganze Zeit gecaptured wird, dass der hin und wieder mal flackert. Aber das macht er in Intervallen, die weit größer sind als die Frameskips, die wir hier haben. Also weiß ich nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Das ist das Einzige, was mir halt so auffällt. So, hi Lea. Guten Tag. Scheinen wir in Japan zu sein? Nee, ich trinke gar keinen Kaffee, aber Japan? Was meinst du mit Japan? Wir sind erstmal im Regenwald und gehen heute höchstwahrscheinlich in die Wüste. Okay. Schauen wir erstmal die Synchronität. Bis jetzt ist nichts weiter passiert. Und den unten will ich, glaube ich, sogar bekämpfen. Aber warte mal, wie mache ich das mit der Synchronität? Ich denke mal ihn. So, I guess. Wie habe ich das immer gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich schätze mal, wir machen es einfach so einfach. 1, 2, 3, 4, 5. So. Alright. Der Part scheint zu stimmen. Was ich auch bemerke, ist, mein Browser flackert nicht mehr, sobald ich einen Stream starte. Es ist merkwürdig. Nee, Tee auch nicht. Gute Neuigkeiten, schieß los. So. Und hier, was haben wir denn da? Ich glaube, das ist irgendeine Entschädigung. Ja. Wir schauen mal gerade. Das ist nur die Entschädigung, glaube ich. Nee, das steht hier nicht. Der Charakter, den ich hier habe, der ist gestern rausgekommen und der hat scheinbar irgendwie für manche Spieler nicht richtig funktioniert. Deswegen gab es eine Entschädigung. Habe ich schon gelesen. Und ansonsten haben wir hier ein neues Festival, was mir immer wieder nur angezeigt wird, wenn ich das Spiel neu starte. Was nervt, weil ich will alle roten Ausrufezeichen sofort loswerden. So. Da sind wir. Gut. Gut. Ist die Frage, was wir jetzt zuerst machen. Wir haben einiges. Wir können 1, 2 Kisten looten. Aber ich erzähle euch erstmal, was jetzt offscreen passiert ist. Erstmal, wir haben einen neuen Boss, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach das Update. Habe ich noch nie bekämpft. Ich glaube, ich müsste. Ich weiß gar nicht, ob man den für Kenntnis braucht oder den anderen. Ihr seht die ganzen Sterne. Das sind alles Oculi, die ich hier gefarmt habe offscreen, weil ich wollte meine Traveler Constellations nicht liegen lassen. Und habe alle Okulis, die mir begegnet sind, einfach offstream eingesammelt. Entschuldigung dafür. Als weiteres gab es mit Ausnahme dieser Ausrufezeichenmarkierung diverse Höhlen, die ich im Zuge einer ungefähr 10 Stunden World Quest zum Freischalten von diversen Gebieten in dieser ganzen Region bereisen musste. Und ich habe die meisten davon einfach mal vollständig gelootet, weil ich nicht sicher bin, ob ich mir dann sonst merken könnte, wo die Eingänge zu den jeweiligen Gebieten sonst sind. Da habe ich mir selbst nicht vertraut und habe das gemacht. Deswegen wie hier, keine Ahnung, was wir hatten, irgendwie Pan 30, Pan 20 oder so. Wir sind jetzt hier bei Erkundung 64, 77, 76, 48, 52 und was auch immer der hier offenbart, sobald ich die Statue aktiviere. Aber in der Wüste, ich bin rumgelaufen, ich habe ein paar Skarabäen gesucht, um meinen Charakter auszuleveln. Ich habe 5 gefunden. Das war's. Und ich bin mit Finary rumgelaufen, der mir anzeigt, wo die Dinger sind. Mittlerweile habe ich herausgefunden, scheinbar muss man eine Weile irgendwo stehen bleiben, damit die Dinger sich aus dem Sand ausgraben. Und ich bin überall nur vorbeigerannt. Ich war wahrscheinlich zu schnell und habe sie alle verpasst. So, I guess that failed. Ich habe es dann auch gelassen, weil mir geht's gerade nicht gut. Mir geht's gut so, dass ich streamen kann, ne?
Es ist, ich bin krank in irgendeiner Weise, die mich nur körperlich beeinträchtigt, sodass mir jeder einzelne Schritt wehtut. Arbeiten war gestern spaßig. Und habe ich gestern natürlich nur geschlafen. Aber ansonsten geht's mir gut. Na gut, leichter Ansatz von Kopfschmerzen, aber was ist das schon? Das ist okay. So, okay. Was hast du? Was sind Fair Ladies? Autos. Oh, ich wusste nicht mal, dass es ein Rennspiel ist, The Crew. Ups. Da hast du mich wieder bei einem Spiel erwischt, zu dem ich gar nichts weiß, wie es scheint. So, wir holen erstmal die Truhe da unten. Außerhalb von diesen Höhlen habe ich sämtliche Truhen und Sachen liegen gelassen, damit wir die onscreen sammeln. Allerdings wird das nicht der Fokus von heute sein. So. Ich weiß gar nicht, ob die Lautstärke passt. Ich nehme mal an, ich muss sie ein bisschen leiser machen. Ich will das gleich nochmal testen nach diesem Kampf. Ja? Achso, ich hab den gar nicht gemacht. Ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Stabilize! Futile! Through me, justice is served! Their penance is due! Ah, der mit die Schilde. He stand condemned! So, bis jetzt bin ich noch nicht sonderlich stark für den Charakter, weil er überhaupt nicht gelevelt ist in Sachen Level und Talente. Er hat nur seine Waffe und sein Artefakt-Set. Aber er funktioniert insgesamt. So, that's good. Aber hey, bei Erkundungen spielen wir nicht auf optimalen Damage und dergleichen. Das ist schon okay. Außerdem haben wir ihn hier dabei. Damit kann uns nichts mehr passieren. So. Is another man's gem. Alter, ich bin in der Pause und dann lese ich diesen Titel. Entschuldigung, ich bin mir sogar sicher, dass ich Teile dieses Titels schon mal irgendwo verwendet habe. Aber ja, es bietet sich halt an bei einer Wüste. Und zu dem Archon-Auftrag mit Dash Red oder Scarlet oder so fiel mir ehrlich gesagt nichts ein gerade. Deswegen sind wir bei der Wüste hängen geblieben. Oder sind wir generell hängen geblieben. Kann man, glaube ich, so festhalten. So. Ich will nur Fair Ladies. Dann wünsche ich dir alle Fair Ladies der Welt. My Fair Lady. The London Bridge is falling und so. Ist das die London Bridge? Ich weiß es nicht. So, ich habe da unten noch was gesehen. Das machen wir einfach mal gerade. Hauptziel des heutigen Tages ist es, alle Archon-Statuen zu aktivieren. Sind ja nur 4. Möglichst viele Skarabäen zu sammeln und den Archon-Auftrag. Und dafür haben wir jetzt knapp unter 10 Stunden Zeit. Wenn wir es nicht ganz schaffen, ist okay, aber ich will auf jeden Fall den Archon-Auftrag heute machen, denn meine Güte wird meine YouTube-Startseite mit sämtlichen Spoilern. Also nicht Spoilern, es sind Cutscenes. Ich habe nichts Essentielles, was mit demjenigen passiert, gesehen. Aber es wird gefährlich. Und ich will nichts wissen. Ich will es spielen, bevor ich was weiß. Ich bin nie hier drin gewesen. Noch nie. Schon, dass ich gerade in einer Pause anfange zu streamen. So, hier kann ich nichts machen ohne Feuer. Das ist auch schön. Egal, wir haben einen flexiblen Splot im Team. Are you going to hold a festival? Ja, das größte Fest war im letzten Archon-Auftrag. So, ich wollte ja noch gucken, wie es mit der Lautstärke ist. Während des Kampfes. Da war er. Ist das die London Bridge? Ich weiß es nicht. In Shroud! Ich gehe jetzt mal davon aus, es passt. Bin mir nicht ganz sicher. Du musst den Film sehen. Gibt es einen Film namens Fair Lady? Nicht mal das weiß ich. Nein, keine Katze. Keine. Außer man will Nicole so nennen. Aber ich weiß nicht, ob sie ganz einverstanden damit wäre. Nebenbei, irgendwas fehlt hier noch bei Tinary. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Es sind nicht die Level. Ich habe nur in Erinnerung, irgendwas fehlt da. Ja, die Waffe. Kann man die aufleveln? Ja. Aber ich glaube, das ist es. I guess.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwas Substanzielleres fehlt. Als nur die Waffe. I hear everything. Surrender! Your sins weigh upon your soul! Das Gefühl, die Intervalle von diesem Skill hier starten nur, wenn ich meine E drücke. Guilty! Ich kann nicht schwimmen. Beziehungsweise nicht angreifen, wenn ich schwimme. Well, that's a waste. Solidify! Okay. Dem geht's nicht gut. So, okay. Wir wollen das Ding befreien. Wo hat es? Offenbar liegen die Rennspiele. Das ist die Mario Kart Erfahrung. Hey. One with the farce. So, okay. Das Ding haben wir. Ich brauche hier irgendwo noch eine Dendrograna. Keine Ahnung wo. Im Moment. So, das Ding hat keinen dritten Punkt, an dem es festgemacht ist. Da hinten? Ja, ich glaube mit... nee, das Ding ist aktiv, okay. Ich dachte schon, ich müsste hier meine spezielle Flöte rausholen, oder was das war, die Laute. Da geht zum Glück zum richtigen. Eine Sekunde habe ich gefürchtet, weil Yoimias Pfeilabspaltung irgendwo anders hinging. Gather! Achso, einer ist da noch. Stabilize! Can't see. Order guide you! Let's nip that in the bud. Und er explodiert. I think we can forgo the lost and found report. Interessiert ihm alles nicht. So, okay. Gut. Das war nur ein kleiner Abstecher. So, jetzt ist eine Sache. Als ich heute in Sumeru war, habe ich mit Catherine gesprochen, wegen dem Legendenauftrag von unserem Tighnari. Und musste dabei feststellen, dass da plötzlich 2 Catherines waren. Und wir damit schon die Archon-Quest begonnen haben. Und als ich dann da weggehen wollte, um nichts weiteres zu triggern, habe ich was weiteres getriggert. Ich habe alles aufgezeichnet, aber theoretisch habe ich die Archon-Quest schon begonnen. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich würde sagen, erstmal hole ich mir die eine Archon-Statue hier hinten. Mal schauen, wir gehen einfach rein. Also richtig rein in das Spiel. Der war richtig beeindruckt. Hey. Ah, nicht hier. Ich muss an die obere Position. So, wir wollen oben bleiben. So, insgesamt haben wir hier noch 4 Erkundungen offen in dem gesamten Gebiet. Aber jetzt ist auch noch die ganze Wüste. Und, das wird natürlich alles nicht heute geschehen. Alles andere als. Ganz klar. One with the farce. Aber ich bin mal gespannt, wie viel wir schaffen. Durch die Archon-Quest wahrscheinlich Solidify! gar nicht mal so viel. So, ich muss mein Team gleich mal wieder umändern. Can't see. I'll uproot you. Mein Herr, den Entwurf. Also dann, soweit ich weiß, ist die Statue in so einem riesen Baum gewesen. Einer von diesen komischen Zwirbelbäumen. Weiß gar nicht. Es gibt hier noch einiges zu entdecken. Let's go. Team ändern. Ich wollte auf jeden Fall einen zweiten Elektro-Charakter reinhaben als Batterie für Sino. Weil er hat nicht die größte Recharge. Ich habe 2 Artefaktsets für ihn. In dem jetzigen hat er sogar mehr Recharge als in dem anderen. Also 5 versus 35. Es ist beides nicht viel. Also ich denke mal, so funktioniert das am besten.
Mann. Er ist allerdings wirklich kein Segen, nicht zu benutzen. Surrender! Illusion shattered. One with the forest. Tja. Oh, das ist kein Gegner. Aber irgendwo ist noch einer. I hear everything. Keep up. Ha. Smells like something good is inside. Wo drin? Ich bin ganz Ohr, aber er hört ja sowieso alles. So, das war der Eingang nach unten. Der eine. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf, dass das hier war. Ich dachte tatsächlich woanders, aber okay. So. Und das da hinten ist der Baum, wo wir hin müssen. Da sind schon Garmwölfe unterwegs. Aber die interessieren uns erstmal nicht. So, let's go. Endlich. Ich habe es einfach nur nicht gemacht, weil ich es nicht offstream machen wollte. Aber jetzt sind wir hier. Einstiges Vanarana. Habe ich irgendwas zum Abgeben? Nee, gerade nicht. Hehe. Wie sieht's mit dem Erkundungsfortschritt in dem Gebiet aus? Das zählt zur Baumschule? Nee. Das ist die Baumschule, da ist nichts anderes dabei. Die Erkundung ist sehr groß, weil dieses Gebiet sehr klein ist. Und ich glaube, ich habe hier schon ein bisschen mehr gelootet. Wir schauen mal, wie hoch es geht nach dieser Tour. Mann, die Spuren im Sand sind schön. Judgment is upon us. Their penance is due. Ja, das Ding geht doch von alleine los. Na, umso besser. Wealth is the foundation on which civilization is built. So, das allein waren schon 4%. Hier ist echt nicht super viel. Das wird ein leichtes Gebiet für 90%, wenn man einiges findet, natürlich. Was die Frage aufwirft, Okuli, die habe ich hier natürlich auch gesammelt. Auch in diesem Gebiet. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen was im Untergrund sein. Hier haben wir einen Wüstenteil, wo wir noch nicht hinkommen. Leider ist das neue Gebiet noch nicht hier. Das wird wohl Teil der 3.2 sein. Denn Sumero ist jetzt bloß so auf 66%. So um den Dreh. Shine down. Torn to oblivion. Verunreinigung, was? Kommt denn jetzt eine Stimme her? Was soll denn das? Für sowas sind wir nicht hier. So, vielleicht haben wir da oben noch was. Ja, aber nichts, was wir einsammeln können. One with the forest. I'll uproot you. Aha, es geht also spezifisch um die Magier. Keep up. This is order. Mit dieser Stimme. Na gut. Nowhere to run. There is no escape. Ja, die beiden sind sich einig. In shroud. Da ist ein Oculus. Da oben. Ja. Alright, wie machen wir das am besten? Die Hauptwurzel. Das ist manchmal ein bisschen finicky, diese ganz kleinen Wurzeln emporzuklettern. Manchmal. Wegen sowas. Ein Punkt zum Stehen, beziehungsweise zum Ausdauer regenerieren zu finden, meist das größte Problem.
Na, hier geht's. Zum Glück. Und da gehen wir gleich hin. Nein! Nein! Ich wollte weiterklettern, aber er wollte sich nicht festhalten. So. Ja. Okay. Jetzt haben wir's. So, ich werde irgendwann mal gegenchecken müssen, was die ganzen Okulis angeht, denn ich kann kaum noch Markierungen setzen, was im neuen Gebiet ein bisschen schwierig sein könnte. Ich mache diese ganzen Markierungen nur für den Fall, dass ich irgendwann meine Map konsultieren will, um meine bisherigen abgehackten Okuli gegenzuchecken mit allen, die da sind. Wobei ich sagen muss, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob ich das mache, weil bis jetzt habe ich nie mit diesen Maps gearbeitet. So, gehen wir meinetwegen von hier aus zu dieser einen Stadt, dieser kleinen. Keep up. Da oben haben wir auch noch was. Nice. Filter! Okay, einfach die ganze Umgebung töten. Ist gebombt. Autsch. Inazuma shines eternal! One with the forest. Na, steckt er fest? Oh, der Arme. Surrender! Through me, justice is served! Ich sehe nichts. You stand condemned! Ist mir ein bisschen peinlich zuzugeben, dass ich bis jetzt gerade niemals versucht habe, eine Charge Attack zu machen während des Bursts von ihm. Ich muss aber auch zugeben, so viel habe ich gar nicht gespielt. Gestern war ich doch schon super fertig. Ich hätte am liebsten schon gestern gestreamt, aber genau. Das wurde nichts. A well-deserved find. So, mal schauen, da oben könnten wir auch noch was haben. Es gibt hier generell noch super viel in der Umgebung, was ich bereits entdeckt habe. Aber es ist nicht so, als hätte ich die einzelnen Sachen markiert. Wegen meiner Oculus-Markierung alleine schon. Und dementsprechend gemerkt habe ich sie mir auch nicht. Und das ist teilweise Wochen her, dass ich diverse Sachen gefunden habe. Wir werden sie neu aufspüren müssen. Solidify! Also wir sehen, dass ich insgesamt schon hier war, die Okuli, ne? Die Markierungen sind überall auf der Karte. Da steckt irgendwo unter der Erde ein Boot von mir. Das war durch eine dieser Aranara-Quests. Das hat uns unterirdisch irgendwo hingeführt und seitdem habe ich keinen Wellenreiter gerufen. Also haben wir dann ein Boot direkt unter uns jetzt. Stabilize! Was ein netter Side-Effekt ist. I will have order! One with the forest. Filter! Judgment is upon you! Ah! Guilty! Belongs to ice and snow. Ja, passt schon. Yeah. Da sind noch mehr. Natürlich. Don't mind me. Ich will nur an die Sili. Das könnte sich ja schwieriger gestalten als gedacht.
One man's stone is another man's gem. So, dann haben wir so ein Ding. Ich bin mal gespannt. Da müssen wir mal gerade ganz kurz gucken. Erstmal die Baupläne hier. Bam, bam. Wo bist du? Erstmal das Ding da gleich. Die war's? Nee. Die hier. Dämlicher Kampf! Danke. Die war's nicht. Da war's doch die. Meine Güte, für alles braucht man ein spezielles Instrument. Was soll denn das? Okay, vielen Dank. Certainly worth the extra mile. Da was Fleisch. So, und jetzt haben wir auch noch den da. Mal sehen, was nehmen wir. Auf jeden Fall das da. Rise! There is no escape. Crumble! Nowhere to run! Alright, vielen Dank. Ich glaube, das Ding ist wirklich erst seit gestern aktiv. Also so viel habe ich damit gar nicht verpasst. Keep up. Alright. Illusion shattered. Enshroud. Dann killen wir die kleinen Pestlinge. Ich muss sagen, die stoßen mir bitter auf. Weil die spezielle Materialien fallen lassen, je nachdem, ob man Elektro benutzt oder nicht. Und ich bin hier gerne mit Elektro-Teams durchgerannt. Und wäre nur wegen dieser Dinger gezwungen, die meiste Zeit, wenn ich irgendwie unterwegs war, ein anderes Team zu spielen. Und das missfällt mir natürlich. Kommen die da raus? Filter! Surrender! Alright, was haben wir hier? Wo ist mein Jelan? Nowhere to run! Aktivieren wir das Ding mal. Hey. Ja, das wird wohl nicht geholfen haben. Ich habe es gar nicht gebraucht. Aber egal. Diese Dinger hier sind zeitlich sowieso immer sehr, sehr, sehr großzügig bemessen. A well-deserved find. Hey. Your sins weigh upon your soul! You stand condemned! Guilty! Your penance is due! Alright, alright, alright. Das hier ist auch eine Truhe. Sehr schön. Filter! Shine down. One with the forest. I hear everything. Smells like something good is inside. Und die Hälfte von denen waren für die Truhe? Keep up. I'll uproot you. One with the forest. So. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir offiziell nach rechts gehen können, um eine neue Wüstenkarte zu betreten. Enshroud.
Sagen, das geht doch eigentlich. Order guide you. So, immerhin noch ein paar Sporen kann ich einsammeln, wenn ich sie nur mit Zhongli töte. Ohne die Elektrocharaktere. Sonst haben wir hier allerdings nichts, ja? Nö, die bemerkt mich auch nicht. Okay. Dieses Statement wird zurückgezogen. Ich lasse euch da was zum Spielen. So, dann willkommen in der Wüste. So, das erste Mal, dass ich die Soundtracks höre. Ich habe natürlich Genshin wie immer Silent gespielt. Also mal schauen, wie es ist. Stabilize. Surrender. Through me, justice is served. You stand condemned. Guilty. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich richtig aufzuleveln. You stand condemned. Guilty. Illusion shattered. Also, dann wollen wir mal schauen. Die Tumbleweeds sind ganz interessant. Da kommen scheinbar immer random Items raus. Wobei ich meistens genau das hatte. Vogeleier gestern. Und hier geht jetzt ganz schön tief runter. Jetzt die Frage, ist hier eine Arkon-Statue? Nee. Die erste ist dort. Oh hey. Shine down. Now you shall perish. Okay, da unten geht's schon los. Mal sehen, ich hoffe mal, das Ding führt mich nicht direkt nach unten. Das ist ja ein bisschen blöd. Tut das nicht. So. Was habe ich da aufgesammelt? Donnersiegelstein. Alright. Wo sind die anderen Dinger? Hallo? Oh, da oben. Aber einer fehlt mir noch. Na toll. Da oben? Bestimmt hier oben. Na egal. Solidify. I hear everything. Can't see. Can't see is what they are all about. Die machen sich gern unsichtbar. So, die können uns gleich nicht mehr nerven. I think we can forgo the lost and found report. Das war ein Fehlschlag. Insgesamt aber okay. What can you do? Ne, da oben sehe ich keinen. Doch, doch, jetzt. Egal. Unsolicited. And all the more valuable for it. Ah, das sind nur die Skorpione. Ich will Skarabäen. Stabilize. One with the forest.
sind hier ein bisschen abseits von dem Wald. Ich finde es interessant, dass die da Fleisch droppen. Warum sind Skorpione Fleisch? Die könnten Chitinpanzer oder derartiges droppen. Damit können wir bestimmt auch kochen. Zelda hat es bewiesen, dass es nicht geht. Nicht wirklich. So, ich glaube, wir müssen hier noch weiter runter, um in dieses Ding reinzukommen. Das hier ist nur die Spitze, die scheinbar auch keinen Oculus bereithält. Schade zwar, aber was willst du machen? So, hier kommen wir zu einem Punkt, der ein bisschen problematisch wurde gestern. Ich bin hier natürlich schon drin gewesen und... Ach, Klappe, da oben. Und egal, wo ich drin gewesen bin, kamen natürlich diverse Tutorials. Illusion shattered. Die müssen wir jetzt ein bisschen speziell aufrufen. You stay condemned! So, dann schauen wir mal. So, da haben wir die Shots. Die Shots, die feiert sind. So, was haben wir eben gesehen? Das war, glaube ich... Das da? Nee. So, aber ich glaube, ich muss das Ding erstmal freischalten, ha? Wie machen wir das? Nee, das hier ist das nicht. Das ist dieses Buchding. Das ist das Problem. Die Sache ist, die Dinger sind natürlich auch in-game unter den ganzen Hilfen und Tipps zu finden, aber ich kann ja mal zeigen, wie das dann aussieht. Ah, die sind doch ganz oben. Ah, nee. Ha, hier hört's auf. Genau bei dem, was ich jetzt brauche. Genau. Ja. Der speichert nur die letzten 5. Genau. Und alles andere ist dann ganz unten? Und da ist das, was ich brauche, ganz unten. So, hier. Eine Sonderberechtigung brauche ich, um die zu benutzen, na? Wo kriegt man die denn? Ich kann scheinbar nichts mit dem Feuer machen. Enshroud. Keep up. Diverse Rätsel werden sich mir einfach erstmal entziehen. Das ist einfach so. Let's nip that in the bud. Surrender! Shine down. Gather! I will have order! Und es geht noch sehr tief runter. Ja, wir müssen das hier erstmal verlassen. Illusion shattered. Inazuma shines eternal.
Kann man nichts machen, scheinbar. Und da unten haben wir die nächsten Dinger. Aber was, wenn wir erstmal ein bisschen weiter oben bleiben? Da oben haben wir einen von diesen Drachen. Ah! Oben! Bleiben, habe ich gesagt. Shine down. Oh, das sind Vögel. Kill. Ich habe die mir noch nie von so nah angesehen. There is no escape. Futile! Brauchen wir aber auch nur Hähnchenschenkel. Can't see. Die Brücke sieht interessant kaputt aus. One with the forest. Surrender! Through me, justice is served! Their penance is due! Guilty! Their penance is due! So, und der letzte entzieht sich mir. Na, wo ist er denn hin? Die haben doch nicht alle getötet. Ich dachte, da blieb noch einer übrig. Nowhere to run! Illusion shattered. I'll uproot you. Man kann sagen, was man will. Man kriegt hier auf jeden Fall viel Fleisch. Ah. Wir haben hier einen Teleporter. Das ist gut. Hier sind 2 Okuli. Einer oben, einer unten. Yes, einer war oben. Don't mind me, I'll take this one. Und dann haben wir hier wieder eine Vorrichtung, die wir nicht bedienen können. Weil wir keine Zugriffsberechtigung haben. Oh, das ist new. Ein dritter Oculus. Ich denke nicht, dass er da oben ist. Ich brauche schon wieder irgendwelche Berechtigungen. I don't know how to get them. Keep up. So. Und natürlich, genau in dem Moment Kampf. Enshroud. There is no escape. Torn to oblivion. Also, umdrehen. Ha? Und wenn wir es auslaufen lassen. Wir sehen sogar, wie es ausläuft. Also sie machen scheinbar was auch immer sie wollen. Für eine gewisse Zeit. That's okay, I guess. Okay. Und der hier dasselbe? Ja, okay. Das bedeutet, sie sind für mich derzeit nicht so nutzlos. Manchmal ist Reden echt eine Qual, ne? Sammeln. Nicht so nützlich. Illusion
shattered. Futile! Your sins weigh upon your soul! You stay condemned! Eins ist klar, man spielt seine lieber mit dem Schild oder so. Seine Unterbrechungsresistenz wird zwar geboostet während des Bursts, aber es ist nicht gerade die beste Unterbrechungsresistenz, die man gerade eben gesehen hat. Es ist kein Raiden-Level. Mal sehen. Ich glaube, es geht hier noch tiefer. Können wir irgendwas mit dieser Statue da machen? Ich habe hier wieder so ein Einsammelteil. Lustig, die sind mir gestern nicht mal aufgefallen. Nowhere to run! Can't see. Let's nip that in the butt. Solidify! Futile! There is no escape. Ha? Er droppt doch gar nichts. Huch. Wiederherstellen. Au! Und au! Gibt es insgesamt noch 5? Oder... Nee, das sind ja mehrere. Das sind ja mehrere. Ich würde tatsächlich hier rausgehen wollen. The world holds dear is but a backdrop of constant motion. Also gibt es mehrere von I allem. stand before it, alone and unchanging. Würde aber auch bedeuten, dass ich eins von einer anderen Vorrichtung bereits gefunden habe. Ah, hier kann ich nicht weiter rein. Das wird wohl mit dem Stein zu tun haben. Be that as it may. Wir werden das Gebiet von der anderen Seite nochmal betreten. Es ist im Prinzip dasselbe, wie es bei mir gestern gelaufen ist, als ich das erste Mal da rein bin. Shine down. Illusion shattered. Ausgleich! This is order! Ihr seid hier gerade nicht erwünscht. One man's stone is another man's gem. Stabilize! There is no escape. Now you shall perish. Einer lebt noch auf der anderen Seite da. Shine down. Enshroud. Why is there a chest here? Hinterfragt nicht so viel, Tynary. Das passt schon. Das könnte man sich 20.000 Mal fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele Chests ich mittlerweile geöffnet habe. Solidify! Es läuft gerade ein Web-Event, bei dem man es herausfinden kann. Und ich glaube, es war irgendwas mit 1400 noch was. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Nowhere to run! Through me, justice is served! Your penance is due! Okay, die Charge Attack lohnt sich wirklich nicht. You stay condemned! Your penance is due! Also, da hinten sehen wir schon das Leuchten der großen Statue. So, let's go there.
Und schon die ersten Sidequests. Wir sehen, es ist eine Ortschaft. Wegen ein Sightseeing Point. Den hatte ich gestern fast aktiviert, als ich die Dendro-Schmetterlinge aufsammeln wollte. Erledigen, genau, ich töte sie nur. Der entkommt mir. Oh! Der geht so nah an die ran. Wow, habe ich nicht erwartet. Ich dachte, er bleibt generell so zentral auf dieser Ebene vielleicht. Ha. So viele kleinere Teleporter. Oh, die Dinger bleiben markiert. Jetzt nehmen wir noch 2. Das war der Schmetterling. Und hier sind die Sidequests, wovon ich keine annehmen werde. Ich will nicht, dass die irgendwie einen Charakter während der Main Story blockieren, was hier und da höchstwahrscheinlich passieren wird. So, und der Oculus ganz oben. Wenn ich bedenke, was dieses oben ist, wird es nicht so leicht heranzukommen. Hier haben wir also auch einen Tempel. Oh. A well-deserved find. Einen richtig guten Spot zum Klettern gibt es hier aber nicht, ja? Wir müssen von da aus. Wir können unter das Ding. Ich weiß nicht, ob wir da rein können. Das ist noch ein ganz anderer Oculus. Da unten. Priorität shifted. Wow. Aber ich dachte schon, ich erreiche die gar nicht. Ein Glück sind die Dinger da. Einen Ausgang nach oben gibt es hier nicht. Wir können da durchgehen und hoffen, dass es uns irgendwo anders hinführt. Aber dieses irgendwo anders ist wohl wirklich irgendwo ganz anders. Das da hinten ist dann schon die andere Archon-Statue. Der Mond. Meine Güte. Das können wir nicht beklettern. Das ist zu steil. Da gehe ich selbst auch steil. Es muss irgendwas geben, was uns hoch befördern könnte. Entschuldigung. Da war ich zu langsam. Eigentlich muss ich mich ja... Oh! Irgendwas, was mich da hoch befördert, bitte. Don't mind if I do. Und Celestia. A well-deserved find. Ha, die verstehen sich ja. Ist ein schöner Punkt für die. Order guide you.
Wer weiß, was da hinten für ein Sturm abgeht. Ich weiß nicht, ob wir das wissen wollen. Mal schauen, was ist hier drin? Ich kann nichts drücken. One like the forest. Illusion shattered. Oh. Oh. Könnte das ein Skarabäus sein? Es sind 2! Yay! Nice! Und die Statue. Hier oben war ich gestern natürlich nicht. Das ist kein Wunder, dass ich die nie entdeckt habe. Das sieht ziemlich pompös aus von hier unten. Ich meine, wenn man da ist, sieht es auch ziemlich cool aus, aber von hier unten halt richtig schön. Besonders schön. So, da hinten irgendwo ist der Oculus. Hier ist die Statue, um hierher zu kommen, natürlich. Also, mal schauen. Jetzt sehe ich nichts, also ist er auch unten gewesen. Ha. Das ist schon okay. Ich kann ihn gehen lassen. Ich sammle die auch offscreen ein. Das werde ich auch weiterhin machen. Über ist Helis. Ich denke mal, wir bleiben jetzt hier oben. Ist schon nicht so leicht, hier hochzukommen, also, you know. Werden wir belohnt mit Skarabäen? Da oben oder da drunter? Oh! Unsichtbare Brücke. Das beweist nur alles, was ich dachte, was hier passieren würde. Man kann da nicht hochklettern. Okay, kein Skarabäus, was uns hier erwartet. Take them. I have no need. Da hinten wahrscheinlich auch nicht. Wir sammeln es trotzdem ein. Das sind Kernless-Sachen. Den hier kann ich auch wieder nicht. Wir wollen da hoch. Ich weiß noch nicht wie. So, kann uns das helfen? Ich weiß noch nicht wie. Ich habe den Windkanal ignoriert und wollte ihn später aussuchen. Nee, aber komplett aus meinem Gedächtnis raus. Okay, mit der Zeit. Was ich hier habe, ist aber doch unten. Ha. Okay. Da haben wir die Lösung. Mit WLAN würde das vielleicht sogar noch klappen. So, laufen wir zurück.
nehme an, die Brücke verschwindet, sobald wir das hier deaktiviert haben. Oder zu lange gebraucht haben. Ah, ey. Das ist mies. Naja, wir haben ja unseren Alternativweg schon gefunden. So, don't mind if we do take it. Jetzt haben wir da auch noch so einen Hangelpunkt. Alright. Okay, es war nur so ein Ding. Shine down! Hangeln wir uns an diesen entlang. That's okay. So, eine kleine Oase. Wie weit ist die Erkundung hier jetzt? 12% bereits. Da ich hier wirklich nicht mal Dendro Oculi eingesammelt habe, ist das alles von uns jetzt. Wir sehen. Haben wir genug Ausdauer? Ich weiß es nicht. Ja doch, locker. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you understand? So, demonstration is not required. Good. Ich weiß nicht, was sie da labert. So, da habe ich also die Dattel her. Ich habe die bis jetzt bloß aus so einem Tumbleweed-Ding rausbekommen und fragte mich sowieso schon, wo ich die eigentlich herbekommen würde. Schöne kleine Antwort zu haben. Illusion shattered! Torn to oblivion! This is order. One man's stone is another man's gem. So viel einzusammeln. So, hier hinten hatten wir auch noch was. Gather. Shine down! Surrender. Can't see? I'll uproot you. Nowhere to run. Your sins weigh upon your soul. Our perseverance has paid off. Alright, bewegen wir uns mal langsam zur nächsten Archon-Statue. Ich weiß, A familiar sight. Wir lassen hier links und rechts Sachen liegen, aber heck, der Hauptfokus des Streams heute ist tatsächlich ja nicht das. Don't mind if I do. Tja. Das hat er bestimmt verdient. 3 Kisten aufeinander gestapelt habe ich in diesem Spiel noch nie gesehen. Wer hat wirklich danach gefragt? Solidify. There is no escape! Inazuma shines eternal! One with the forest. Das ist irgendwie immer einer oben.
Smells like something good is inside. Oh, kleine Statue, nehmen wir. Nee, kein Skarabeus. Tatsächlich das andere Ding. Dort bin ich mir nicht so sicher. Gib her. Vielen Dank. Keiner. Kein Skarab. Schade. Keep up. Ha! Enshroud! I hear everything! Ha! Tcha! Tcha! Keep up! Illusion shattered! Now you shall perish! Oh. So viele Aussichtspunkte. Das gibt uns ganz schön viel Einsicht. Ah, warte mal. Oh. Das ist einer. Okay. Nice. Okay, unsere Statue. Ich habe sie gerade aus den Augen verloren. Aber wir sind hier am Rand. Sie muss ganz in der Nähe sein. Da hinten. Following order. Order guide you. There is no escape! Can't see? I'll be back. So viel Zeug. Judgment is upon you. Guilty. Their penance is due. Ganz ehrlich, würde ich hier nicht Skarabäen sammeln, hätte ich ja statt Hinari Perseverance irgendjemanden is drin, paid off. der ein bisschen besser funktioniert mit Cyno. Das ist Heli, da sind zwei... Nein, eine Truhe und irgendwas anderes. Oh. Die andere Archon-Statue. Dann haben wir sie ja schon fast alle. Und das da führt uns fast direkt dahin. Ja, ein bisschen weiter ist es noch. Ich mag's, wie der Sand glitzert. Wealth is the foundation on which civilization is built. Surrender. I'll uproot you! Oculus? Inazuma shines eternal! Killjoy. Nowhere to run. Through me, justice is served. You stand condemned. I don't see anything. Guilty. So, Oculus über uns, da oben. Ha, ich wusste es. Das könnte mein letzter Marker sein. Ich wollte es gerade noch sagen. Ja, also... ich weiß nicht, wie ich mit Oculis noch weiter verfahren werde. In Anbetracht dieser Tatsache. Ich hasse es, dass ich so sehr nuschel.
Nicht hier, nicht so. Nicht jetzt. Nicht euch. Passt dabei Nummer 1. Okay, die Seele geht in eure Richtung. Dann habt ihr vielleicht doch Glück. Oder Pech. Oh. Und da ist die zweite große Maschine. Der Arm ist ab. Komplett ab. Mhm. Und Skarabeus. 8 oder so? 9. Ein weiterer. Da können wir den ersten Level-Up endlich machen. Hat hier nur 2 Tage Farmen gebraucht. Ah, wir sehen ihn. Dieses himmelseinsaugende Rot wird sehr viel aggressiver in der Nacht. Ich hoffe, dass, was auch immer für eine Weltquest damit zusammenhängt, dieses Rot nicht erlöschen lässt. Weil ich finde das eigentlich sehr schön, dass man das auch von überall sieht. Genauso wie ich die donnernde Insel in Inazuma immer geil fand. Aber leider mussten wir es immer zerstören. Now you shall perish. I will have order. Shine down. One with the forest. Keep Wir up. haben alle nichts fallen lassen. Smells like something good is inside. Das kann ich irgendwie kaum glauben. Halten die sich jetzt, die Geier? Oder was auch immer das ist? Die Drachenvögel? Why is there a chest here? Eines kann man sagen, im Vergleich zum Dschungel, die Dendro-Kristallschmetterlinge stechen hier äußerst heraus mit ihrer Farbe. Enshroud! Let's nip that in the bud. Surrender! Judgment is upon you. Your penance is... There is no escape. So, Nummer 2. Kommt gar nicht erst. Könntest du bitte ein bisschen Illusion shattered. kooperieren? gather! Torn to oblivion. Oh, ein Haus. Gar nicht gemerkt. Take them. I have no need. Okay, da oben ist bestimmt was Nices. Ein Teleporter vielleicht auch. Es sah so aus, als käme man da so einfach hoch. Nachdem das gesagt ist, ist der Teleporter hier unten. Ein Oculus in der Nähe, wahrscheinlich oben. Mhm, nicht so weit oben wie gedacht, aber... Und ich kann ihn nicht markieren. Zumindest jetzt nicht. Gebt mir eine Sekunde. Irgendwas finde ich hier doch bestimmt. Und wenn es die Inazuma-Erze sind... Da haben wir schon mehr Marker als je zuvor, seit der Kluft, aber... Immer noch viel zu wenig. Ja, ich sehe jetzt schon, dass es ist kein Skarabeus. Shine down. Stabilize! Okay, da ist noch irgendwas One with anderes. the forest.
Keep up. Nichts anderes. Nur noch mehr von dem Gleichen. Alright. Alright. Also, unsere letzte Statue ist da hinten. Let's move it. Oh. Nice. Solidify. So. Ist wieder aufgeploppt. Das war kurzzeitig weg. Was haben wir da hinten? Wahrscheinlich dann wiederkehrendes Zeug. Nein. Doch, natürlich. Keep up. Wieso hat das nicht gezählt? I think we can forgo the lost and found report. Ich entscheide mich für die Kiste da hinten und lasse die andere links liegen. Wortwörtlich sogar diesmal. Wir haben hier sogar 2. Possibly 3. Enshroud. I'll approve. Not welcome. This is order. Nowhere to run. Through me, justice is served. Guilty. Evidence is due. You stand condemned. Illusion shattered. How regretful. Smells like something good is inside. Ich denke, den Teleporter, da will ich trotzdem. Eine kleine Detour ist in Order. Das ist er. Also dann, let's go. I vow to uphold the rules and punish evil. So, haben wir hier schon Talente? Ja. So, Candice kann meinetwegen auch. Bei ihr haben wir ja schon mehr als genug. Ach, ja, stimmt, das fehlte ja. Und tatsächlich nur 1 Skarabäus versus 2 von ihrem Material. Irgendwie ist die Verteilung nicht ganz gerecht, oder? Oder bin ich wirklich einfach nur literally an den falschen Stellen? Ha! Hat noch geklappt. So, okay. Lass mal schauen. Boah. Die ganzen Angelspots habe ich hier bereits entfernt. Also jetzt kommen die ganzen Mining-Spots, die ich sowieso nicht mehr besuche. Truth be told, in letzter Zeit wirklich gar nicht. Und es war auch echt nicht nötig. Wir gehen mal nicht da rein. Erfahrungsgemäß kann ich da drin nichts machen. Oder bin noch nicht in der Lage herauszufinden, was ich da machen kann. Oder nicht klug genug. Selbiges.
So, ich hoffe mal, den Krankenwagen hat man nicht gehört. Surrender! Can't see? I hear everything! Und Nummer 4? Ah, Now you shall perish! Take them. I have no need. eine luxuriöse. Das kam out of nowhere. Ah. Oh ne. Don't do this to me. Natürlich. Ja. Irgendwann. Irgendwann später. Shine down! You die! Judgment is upon you! Your penance is due! You stand condemned! Guilty! So, den kriegen wir noch. Your penance is due! Illusion shattered! Torn to oblivion! Und wer lebt? Es ist immer einer oben. Enshroud! I'll be back! Why is there a chest here? Why wouldn't there be? Heck. Yeah. Alright, that's it. Damit haben wir die erste Agenda des Tages nach 1,5 Stunden erledigt. Das ist die Karte. Hier hinten haben wir erstaunlich wenig Teleportpunkte. Huh. Alright. Was ist da unten? Ich glaube, sowas habe ich gestern schon mal eingesammelt. Also ich glaube, das war was zum Einsammeln. Ha. Ah, never mind. Keep up. Wir gehen einfach weiter. Na, die haben ja alle Spaß. Can't see? Nowhere to run! Shine down! Through me, justice is served. You stand condemned. Das sollte eigentlich ein Setup für Sino werden, um seinen Burst mal ein bisschen powermäßig zu maximieren. Aber dann sterben die alle durch das Setup. You stand condemned. Keep up. Order guide you.
forest. So, und, da war noch einer, okay. Ha, mehrere. Enshroud! Keep up! I'll uproot you! Surrender! There is no escape! Nowhere to run! Judgment is upon you! Guilty! Their penance is due! One with the forest. Alright, gimme! I think we can Dann schauen wir mal, wie weit ist es? 3% hier, auch 12% da unten, hier oben mittlerweile 21. Wir sind ein bisschen von hier nach da gedriftet. Go the lost and found report. Ich nehme mal an, hier hinten gibt es dann das meiste Zeug. Oh, das ist übel. Ich habe gerade das erste Mal seit Start des Streams wieder auf die ausgelassenen Frames geguckt. Die sind von 44 auf 744 angestiegen. Das ist besorgniserregend. So hoch waren sie noch nie. Noch nie. Selbst in der schlimmsten Zeit. Es ist nicht viel, aber es hat für Sprünge gesorgt. An diversen Stellen. Ich müsste mal sagen, an 20 verschiedenen Stellen. Das ist übel. Ich nehme an, der Oculus ist innen drin. Keep up! Keep up! Was halten wir davon aus? Machen wir deswegen. Can't see. Ich weiß nicht, was ich machen Illusion kann. shattered! Now you shall perish! Take them. I have no need. There is no escape! Looking for trouble? This is order. Quake! Enshroud! Die Sache ist, es ist jetzt nicht so super I think we schlimm. can forgo the lost and found report. Aber während des Arkon-Auftrags wäre es schon irgendwie ein bisschen tragisch. I'll bury you! One with the forest. Shine down! Futile! Ah, da oben. Ich würde mal sagen, den Teleporter da hinten will ich auf jeden Fall noch.
Boah, das nervt mich jetzt. Ich denke mir gerade so, ja, wir sind ja fast so weit, dass wir den Hafenauftrag und so starten können, ne? Ich rechne mal die meiste Streamzeit für den ein, weil ich nicht weiß, wie lang der sein wird, aber ich nehme mal an, gemessen an den letzten beiden, der könnte schon sehr lang sein. Ich will nicht, dass da alles unflüssig durchskippt. Hier war ich gestern auch schon unten. An dem Zeitpunkt habe ich nicht mal bemerkt, dass mir ein Oculus angezeigt wird. Also Ausschau gehalten habe ich da nicht wirklich. Alle da unten? Ich glaube, hier fehlt einer. Nee. Unsolicited, and all the more valuable for it. Ich gucke aber, seit ich mich das bemerkt habe, gab es keinen. Es gibt Frames. Das nervt. Okay. Merkt man, dass ich ein bisschen angestrengt bin heute? Ich lese wirklich sehr langsam. Ich lese nicht vor, aber ich lese. Wobei ich jetzt gerade ein bisschen oft gemerkt habe, weil der Laptop hat Geräusche gemacht. Nicht da so, kommen jetzt ausgelassene Frames? Nee, gar nichts. Ventilatorenblätter aufhalten. Habe ich die gerade nicht aktiviert? Stabilize! Alright. Irgendwie gefallen mir diese Geräusche nicht. Als wäre das eine riesige Uhr. Huch, ich habe das Ding da oben gesetzt. Das Ding hier ist wieder da. Vielleicht gleichzeitig? Nö. I don't know. Ich versteh's nicht.
solidify! Das Ding finde ich aktiv. Ah nee, es wird komplett zerstört dann. Also... Es durfte nicht aktiv werden? Es wurde jetzt immer zerstört, bevor es den Sockel erreicht hat. Also komm. Okay, das war's. Ich dachte, es geht einfach nur nicht hier rein. Nee, okay. Jetzt hatten wir mehr ausgelassene Frames. Geil! Mann! Wie soll ich auf diese Weise jemals Sicherheit haben? Certainly worth the extra mile. Oh. Keine Sicherheit. Alright. Schon wieder etwas, mit dem ich nichts anfangen kann. Das war irgendwo klar. Mann, wie machen wir denn den? Oh, ganz stark. Ich starte jetzt den Stream neu. Dummerweise wissen wir leider schon, dass das nichts damit zu tun hat. Das ist schon bestätigt. Osmanthus wine take. Es muss ja einen Grund geben, warum ich das hier noch mitnehmen kann. Oh. So viele Erklärungen und Mechanismen, ey. Also ich konnte jetzt diese Wand da freischalten, I guess. Das Ding hat keinerlei Auftrieb. Nehmen wir das Ding noch einmal mit? Ne, dieses Mal nicht. Natürlich kann man diese Wände nicht beklettern. Das wäre wohl auch zu einfach. Ach, dann halt nicht. Schon okay, ich wollte mich eh nicht hieran festbeißen. Es gab nur plötzlich Progress. Also dachte ich mir, warum nicht? So, also hier drin sind wir dann. Okay. Mache ich jetzt noch andere Teleporter? Ich bin mir nicht sicher. In der Düne der Vermeidung habe ich auf jeden Fall einen Boss. Sollen wir die Düne vermeiden? Der ist nicht zu weit weg, den können wir machen. Dattel. Das sind übrigens die merkwürdigsten Datteln, die ich jemals gesehen habe. But you know, whatever. Okay.
Natürlich. Es sind nie Skarabäen. Nie. Okay, einer war da. Gather! Die Selis lassen wir liegen. There is no escape. Nowhere to run! Through me, justice is served! Guilty! You stand condemned! Guilty! Alright. Brauche ich Animo für diese Dinger? Vielleicht. Es gab Erklärungen zu denen, also irgendwas scheint an denen dran zu sein. Dich lasse ich nicht entkommen, Skarabäus. Da ist noch ein Loot-Teil zum Aufsammeln. So, jetzt ist die Frage, ist das der Name? Der Name der Boss für Candace oder der andere? Ich sag Name, weil ich wirklich an den Namen gerade denke. Und zwar haben wir ja die zwei Bosse. Die zwei neuen Bosse. Und wir haben da einmal den Omendrachen. Und dann den Algorithmus der semi-inkonstanten Matrix des Observierernetzwerks. Hier vor uns. Solidify! Let's go. Can't see. I hear everything. Ja, die Taste ist doch nicht gut On für to den. oblivion. Illusion shattered. Order guide you. Ride! Your sins weigh upon your soul. Your penance is due. You stand condemned. Your penance is due. Quake! Enshroud. Let's nip that in the bud. So, schauen wir mal. Ja, das war ihr Material. Mhm. Dann können wir Candace wohl ein Level abgeben. My shield grows sturdier, and my spear sharper. Alright, hey Kosti. Na, wie geht's? Und da sind schon die ersten ausgelassenen Frames auch gewesen, wahrscheinlich mit dem Kampf. Ich glaube, vorher war da nichts. Ja, was ist da los? Ich verstehe es nicht. Das Problem existierte bis letzte Woche nicht. Und jetzt ist es eine Konstante geworden. Keep up. Ah, it's so hot. Even a mist flower would melt in this heat. Now that I think about it, it wouldn't. But you'll get what I mean. Oh. Ist ja gut, Harry. Ist ja gut. So, haben wir da noch mehr Scarabs? Das ist kein Scarab. Oculus. Ja, okay. Ich schätze mal, warum nicht? Da geht auch tief rein. Ah!
thing after another. One with the bars. Stabilize! Surrender! Through me, justice is served! You stand condemned! Mach mal den richtigen Jau hier. Guilty! Machen wir für den Oculus hier als Feuer-Action. Ich hasse es, meine Truppe immer wieder justieren zu müssen. Mittendrin. Lord Companion. Irgendwie ermüdet es mich ein bisschen. Muss ich leider zugeben. So. Warum war das denn nötig? Gut. Machen wir den nächsten Teleportpunkt auch noch, wenn wir dabei sind. Stay close. Wir kriegen sogar eine schöne Reisehilfe. Hätte ich wohl lieber die andere genommen. Oh, mir geht's gar nicht mal so gut. Ich bin krank. Geworden, leider. Vorgestern. Aber hey, man macht das Beste aus. Ich bin hier. Ich freue mich insgesamt spielen zu dürfen, auch wenn ich ein bisschen low energy bin. Wie geht's dir? Ich hoffe, ein bisschen besser. Okay, das Ding ist da drin. Nevermind dann. Na, wo gehst du hin, Kleiner? Ich sehe noch keinen Sockel. Die geht einmal komplett über die gesamte Pyramide. A new punch. This is order! Now you shall perish. Was macht der da hinten dann? Ach, ich dachte, hier wäre eine Truhe. Na dann, weiter zur Celi. Also was, die führt uns echt viel zu weit weg. Can't see. New punching. Judgment is upon you. You stand condemned! Oh, ist der Sockel! Da, ich sehe ihn jetzt. Okay. Das war viel zu weit um die Pyramide drumherum. Our perseverance has paid off. Anders kann man es echt nicht beschreiben. Hehe. Okay. Das war die Truhe, die ich gesehen hatte. I'll uproot you. Surrender!
well-deserved find. Na, es wird wohl keiner sein. Oh, oh, da. Nee, ich sehe es schon. Das ist keiner. Damit. There is no escape! Inazuma shines eternal! Solidify! Enshroud! Ah, nee, das ist auch keiner. Damit. Lassen wir die schlafen, meinetwegen. Fällt mir das Ding lang genug folgen, um da überhaupt reinzukommen? Kann man sich mit dem Ding teleportieren und es immer noch da behalten? Keep up. Nein! Aber ja, es ist benötigt. Okay, was haben wir jetzt wieder? Immer brauche ich diese dämliche Sonderberechtigung. Ich habe nicht erwartet, in der Wüste Magiebürokraten zu finden. Das war die Akademie, in der ich das erwartet habe, aber doch nicht hier. Okay, mit Jelan ist das kein Problem. Natürlich. Das waren die ganzen kleinen Teleporter hier, mit Ausnahme des einen da. Den können wir ja auch nochmal. Ich würde mal sagen, dann geht's an die Hauptstory. Aber zugegeben, wir hatten so vor 7, 8 Minuten einmal ausgelassene Frames. Und das war's fürs Erste. Nur dieses eine Mal. Aber ob das weniger ist, weiß ich nicht. Now you shall perish! Ich kann nicht mal sagen, dass die inkonsistent oder konsistent sind. 9 Gegner, wo sind die denn? Hallo? Er zählte nicht dazu. Illusion shattered! Enshroud! Der auch nicht. Ja, okay. Keep up. Ich glaube, die Herausforderung ist gebuggt. Das wird jetzt bei Reaktivierung wahrscheinlich funktionieren, aber whatever. Das kann ich auch später machen. Can't see. I'll uproot you. Surrender! Through me, justice is served. Your penance is due! Guilty! You stand condemned! Ja, wir versuchen ihn zu treffen. Certainly worth the extra mile. Okay, da hinten ist der Teleporter, nicht da oben. Crumble! I will have order! One with the forest. Inazuma shines eternal! There is no
no escape. Surrender! Judgment is upon them. Their penance is due! Ha. Guilty! A well-deserved find. So, der Oculus, den wir haben, wahrscheinlich der oben. Nee, der ist hier hinter den Kisten. Ich mag's, wie viele Skarabäen wir bis jetzt haben. Neben den 5, die wir gefunden haben, noch 4 weitere. Immerhin fast doppelt so viele wie gestern. Hehe. Oh je. Das ist echt nicht gut. Ich brauche wahrscheinlich eine Map, die mir alle anzeigt. Warum fliegt der? Der fliegt nicht. Ja. Okay, I see how it is. Aber klettern kann ich nicht. Kazuo und Venti-Kombo könnte das regeln. Ich wette, wenn ich den kille, ist das Ding deaktiviert. Ansonsten, wir können es natürlich hier versuchen. Der ist umschlossen. Keep up. Ja, der ist umschlossen. Dann wird es wohl was anderes sein. Ist egal. Wir haben die Teleporter, die ich wollte. Okay. Okay. Und wir haben noch weitere ausgelassene Frames gehabt. Geil. Einfach nur geil. Kann ich nichts machen. So. Wir gehen mal kurz hier hin, wegen Ansehensbelohnungen. Der Ort hier sollte sicher sein. Unsere Quest wird woanders getriggert. Ich hätte Xino gerne weitergetrieben, aber das geht wohl nicht. Achso, die neue Stufe. Direkt zerstören. So, okay. Als allererstes gehen wir auf das, was ich aus Versehen schon getriggert hatte. So, da sind wir einmal hier. Das dauert ein bisschen. Das ist der Tighnari-Legendenauftrag. Ich habe etwa das ganze Video gespeichert, damit wir alles drin haben. Und dann beginnt gleich auch schon das andere. So, ich wollte es nur frei machen für uns, damit wir einfach starten können, aber weil gleich 2 Aufträge Catherine beanspruchten, neben dem Hauptquest-Auftrag. Ich dachte, ich gebe die beide, ich nehme die beide aus dem Weg. Weil so eine Nebenquest dauert ja gerne mal eine Weile. Aber nee, die wurde nicht mal getriggert. Die Hauptquest hat nach Tighnari's Quest Priorität. Achso, ich wusste nicht mal, dass das nicht gevoiced war. Aber das war vielleicht sogar noch was anderes. Wir sind nur hinter den Voices her. So. Traveler, you've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. Ist irgendwie ein bisschen leiser. It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Contaminated? You mean a new withering zone? I don't know about the specifics,
but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Maybe Tainari will know something. Let's go find him. Das war Nummer 1, aber nicht alles. Und da sind 2 Catherines. Und da startet es direkt. Ad Astra Avisask. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Wir waren nie weg. Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? Das ist ein bisschen ungewöhnlich. I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask. Just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Hey, Kusanali. Come on. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abisask? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. Na, jetzt bin ich mal gespannt. It was another dream about the Sub-Zerus festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. Sogar der böse I also Akademia-Onkel? got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zerus festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. We'll get there. Irgendwann. Wir müssen nur Umstrukturierungen machen. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homianis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsol's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning.
Und sie kann nichts herausfinden. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival? So our first priority should be investigating and putting a stop to the sage's activities. As for how we should pull that off, let's discuss it somewhere else. There are too many adventurers around here. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Sehr sneaky. So. Und da kommt dann das andere zum Tragen. Ich habe das Spiel gestoppt und dachte mir so, ey, auf der PS4 hat es oft funktioniert, dass ich so Gesprächen entgehen konnte, aber auf der PS5 keine Chance. Also sehen wir hier nochmal den Neustart. Sonst wäre was von Gespräch abgeschnitten worden. So, haben wir es? Ja. Okay, das warten wir mal kurz aus. Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. Seht zu, wie ich nur scheiß Vorschläge mache. Wie wäre es, wenn wir den Körper eines Studenten besetzen? Als allererstes. Ja. Wir schnappen uns einfach die ganze Zeit, Leute. That's too risky. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. Im Gegensatz zu uns. Okay, nächster Plan. Einen Weisen schnappen und ihn verhören. Das wird wohl in etwa auf dieselbe, wie soll ich sagen, Begeisterung stoßen. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Also eine Schlüsselperson, die sowieso schuldig ist scheinbar. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core of 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. That's it. Wir müssen uns was anderes überlegen. Mal schauen, in welche Richtung das geht. So, ich kann ein bisschen vorspulen, aber wir lassen es einfach spielen. Hier und da habe ich... Naja. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing
the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people, and Setaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verarbeiten, ich gebe es zu. Ich bin heute so down. From the sound of it, Setaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Es ist schön, dass du das alles weißt. Sonst hätten wir ein Problem. Stell dir mal vor, wir irren uns, was sie angeht. Außerdem finde ich es interessant, dass sie sagt, die Sonne wählt sie. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots, and have a quick chat with a few of the vendors there. Alright. So, jetzt müssen wir wieder sehr leise machen. Das ist das, weswegen ich das nicht verarbeiten konnte. Sie sagte die ganze Zeit die Sonne, die Sonne, die Sonne, die Sonne. Und sie sagt ja, wenn der ältere Lord Ruka de Vata die Sonne ist, dann ist sie der Mond. Und dann denke ich mir so, ist die 500 Jahre alt? Nee. Also meint sie wahrscheinlich den Sage oder so mit der Sonne. Ich weiß es nicht genau. Deswegen, daran habe ich mich ein bisschen aufgehalten und konnte dem Rest nicht ganz folgen. Okay. Wir haben hier so viel nachzuholen. Irgendwann kommt eine richtige Genshin-Streaming-Session mit den ganzen Sachen. Das ist fast das gesamte Jahr. Die haben halt so viel Geiles gestreamt, ne? Da liegt Genshin ein bisschen auf der Strecke, aber das ist nicht schlimm. Es läuft uns ja nicht weg. So, schauen wir mal, wie laut die Gespräche jetzt sind. Wir sind wieder auf Originallautstärke. This should be Setaria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Setaria? No, I already have enough information on Setaria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Talking style and key characteristics? Also wird sie die Weissagerin besetzen?
Aber warum sollen wir? Das müsste sie doch machen dann. My poor lost lambs, have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding her future. Can we get a fortune reading for her? Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Ich denke. Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Gesundheit. Liebesleben. Nee, Gesundheit. Health prospects. No problem at all. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin krank, dann bin ich, dann ist es sehr gruselig. The gods have spoken. The truth shall be revealed. Macht mich so Your spannend. life shall continue on for many tens of thousands of years? Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune-telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is, suboptimal. As such, there will be no charge. Is that so? Well, that can't be helped. If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Mal abwarten. Wir hatten wieder ausgelassene Frames irgendwann. Damit. Wir können dem nicht entgehen. Das ist so frustrierend. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Sie geht einfach überall hin, jeden Tag. Ja. Also. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. When I start talking with him, listen carefully to the details of our conversation. Alright. Also alle 10 Tage natürlich. Dear customers, would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Die eine und einzige. Speaking of, Naja. where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. Nicht bei der I'll Musik. have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. Alright. Okay.
Sie geht nicht überall hin. Nur fast. This should be our final stop. Setaria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Samaria's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Wer weiß, ob das klappt. Also dann. Was jetzt? So, was that everybody? 3 familiar faces should be enough for Setaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Setaria face her problems. Setaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Setaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Setaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Aber was sollen wir machen, wenn Nahida die einzige ist, die Leute besetzen kann? Im Namen des Königs der Okay, aber immer noch, das kann nur Nahida machen. So, how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Setaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King, and then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Setaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Wieso wir? Huh? Best of luck? But we don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself.
Ich verstehe, wie das Gameplay Sinn macht, aber narrativmäßig macht das keinen Sinn, weil sie könnte ja, sie war ja dabei, sie könnte ja selbst einfach reden. Na gut, let us do the talking. Übrigens, ich habe keine Erfahrung damit, andere zu besetzen, aber ich wurde mal besetzt im Zuge einer Inazuma-Quest. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. Als wäre das so oft passiert. Okay. Gambare und so. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Alright. Zwischen 12 und 18 war's? 14 Uhr sollte ausreichen. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. In Shroud! Ja, stattdessen in Shroud. Was haben wir hier? Da. Ja, haben wir eigentlich. Ja, geht. Alright. Oh, here she comes. Satori is here. Let's quietly follow her. Once she starts talking to her acquaintances, we'll find a safe spot to begin possessing them. As for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know what to say. Mal schauen. I'm starting to feel kind of nervous. Okay, let's go. Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot and get started. Sehr unauffällig. Ich stehe mitten in der Straße. Oh je. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Are you still listening to me, Nabia? Oh, of course I'm listening. You were talking about troubles with your love life, right? I heard everything you said. Bestimmt. Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. Gewohnheit. Strange. Your cats seem pretty worked up. Is something wrong? I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, what are their names again? Also, Hamtaro und Tamtaro. Ah, that's right. They are just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Sie hat's mir einfach abgenommen. So, which fortune do you want me to read for you today? You must have come for another echo of the divine voice of wisdom. Whoop. I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. I hear you. No problem at all. The gods will reveal the truth. Whoa! Sorry, your new laugh is just so hilarious. Oh, sorry. I couldn't help it. Please pay no mind to those kinds of details. The gods are asking. Sataria,
Why haven't you gone home? Why haven't I gone home? Do the gods really know everything I've been thinking about? Sataria, why don't you just go home? It's a demand now instead of a question. Oh, the gods seem to be truly upset. I'm sorry. I know I failed the gods. Please pass on my most sincere apologies and ask for their divine forgiveness. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to you right now? What an inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, of course, the wisest and mightiest of all, the Scarlet King. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Oh, wait a second. The Scarlet King passed away a long time ago. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the Academia. How can the Scarlet King still exist in real life? Die Akademie verbreitet die Gerüchte. What insolence! I am the Scarlet King's most loyal believer. Do you wish to refute his voice of wisdom? Oh, no. As a child of the desert, I am only reveling in his power upon learning that his divine glory has touched even this city. I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. I must go now. Wait! Whoa! She just ran off in a hurry. She looked pretty upset, too. Panisch nicht. Well done. Sataria didn't seem to suspect anything amiss. Ah, To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and berate her, that must have shaken her to the core. Aw, Nahida, it seems like you understand human emotions really well after all. All I know are some abstract Harvata theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly useless. I'm still trying to make sense of everything. Anyway, enough of that. Let's hurry and catch up to Sataria. ich hoffe, nichts Wichtiges wurde Game geskippt. show, right on cue. Let's get ready to possess him right away. Denn wir hatten wieder ausgelassene Frames. Ah, Entschuldigung, aber es nervt. Das war nicht mal wenig. Ich kann nichts dagegen tun. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you looking for again? Auf jeden Fall Gärtner. Nee, Maurer. Oder eigentlich Steinmetz? Oh, right. Your old man's craft. How could I forget? Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Er kann endlich wieder allein gehen. Er kann seinen Arm wieder heben. Huh? Wasn't he nursing a leg injury? If I recall correctly, his strong arms had always been his pride and joy. Ja, deswegen dachte ich, dass er wieder heben kann. Ich wusste nicht, dass er komplett gesund ist. Hat er erst gesagt. Ich dachte, er hat sich zurückgezogen, weil er seine Beine eben nicht heben kann. Deswegen... He sprained his arm a while back while trying to show off his strength. I thought you'd heard. Actually, while we're talking about him, is he still living in Port Ormos? Ja. Yeah, he's been retired there for a while. If you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, faith in the Scarlet King has taken root in Port Ormos and has begun to spread across Sumeru. He has a quick temper and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because of a difference in beliefs. Oh? So who are you siding with in all of this? The Academia or the Scarlet King? I... I'm so jealous of you.
You were born a child of the desert. Yet you chose to betray the Scarlet King, and now you spend all your time with those crooks from the Academia. Akeem, you don't mean you've also become a believer of the Scarlet King? What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? Can't pick a side? Me? Whoa! Paimon had no idea you'd be so good at this. Ich fand's ein bisschen zu aggressiv, aber okay. You really zeroed in on the issue and put it right in front of her. It might feel a bit overwhelming for Sataria. But once everything is over, I'll be sure to pay her a visit to her mind and explain everything. Anyway, let's keep going. Ich weiß nicht, ob sie das so gut finden wird, dazu eine Erklärung zu bekommen. Zum Glück ist das keine Verfolgequest, wo ich nicht gesehen werden darf. What? So, Shishan, have you noticed anything weird in the city lately? Like, as if someone was trying to preach to you about something? Nee, da war bloß dieser niemals endende Traum. Aber egal. Ich war gerne im Keller und lerne. Auf dem Dachboden, genau. Oh, right. Speaking of strange things, I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. That was really weird. Sag ich ja. Wait, how could you be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report indicated anything like that. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could never deceive all of Sumeru's citizens? Shishan, don't tell me that you've converted to the Scarlet King as well! What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? You, who works side by side with the Academia and treated people as nothing more than experimental subjects? Please, please stop! Sie wird immer aggressiver. Even now, Sataria is still trying to run from her problems. Habe ich ihr zu viel Angst gesagt? Nee, das war eine Gedenkstelle, die musste sein. She can no longer justify everything to herself. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part of all. Quick, get ready. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Matra right away. The situation in the city is getting out of control. An die Matra. Oh, das ist ein Signusweise. Aber wir haben die Wache nicht mal studiert. Was, wenn sie deren Verhaltensmuster durchschaut und wir sie nicht replizieren können? Please, try to remain calm, miss. Tell me what's happening in the city. Heretics are infiltrating the city, and they've already converted many residents to their side. Heretics? What kind of heresy are you talking about? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him, but he's long dead. It's impossible. Miss Sataria, nothing is impossible. You know my name? The Scarlet King is immortal, and all who defy him will one day pay the price. You must face the truth, Sataria. You tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become, and the deeper you will be ensnared. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't pick a side? What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? It seems that no matter where I run, I only keep finding more believers of the Scarlet King. I have to say, this is a familiar feeling.
I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in the sage's plans, and from ignoring the letters from the children of my homeland. But no matter how much I may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Nun, jetzt kannst du immer noch konvertieren. Das ist bestimmt super. Aber egal, wir nutzen dich aus. Was sagt dir dein Herz, hä? You won't necessarily lose your research opportunities by facing the truth. Besides, did you really want to conduct your research while carrying such heavy feelings of guilt? How do you know me so well? Are you truly just a believer of the Scarlet King? Or are you the god himself? That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia and its sages, and to correct their mistakes. If you could provide some assistance in this matter, perhaps it could serve as a form of atonement. I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. Please tell me, what can I do for you? Ja, sind wir endlich soweit. Geh in die Wüste! How much do you know about the sage's current activities? I was just one of the designers for the massed dream harvest scheme, which is what happened around the Sub-Zeru's festival. But I know very little about the full scope of the overall project. I'd assume that only staff with the highest clearance would have access to those confidential documents. I've just been working to meet the Grand Sage's specified requirements. However, there's something that's been really bothering me. I heard that a scholar who was previously expelled has returned to the city, and even the sages are still quite wary of him. Ein Verbannter, von dem sie sich fürchten? Ich weiß nicht, ob wir jemals was von so einem gehört haben. To fight against the academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the confidential documents you mentioned? It should be possible if we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage, and I've been working on many tasks outside of the project. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha once I get my hands on them. The sages have always closely monitored all activities within the Akasha. Da haben wir dann doch ein Problem für uns. Das ist nicht das Einzige. Ich denke mal, die Weisen werden sowieso ein bisschen aufmerksamer sein, nachdem der Sub-Zeros-Traum tatsächlich nicht durch sie selbst beendet wurde. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen uns bereits auf der Schliche sind. Let me see. Let's use the most primitive method. Send someone to pick up the documents tomorrow evening at the Academia entrance. The Academia entrance? Wouldn't that be too conspicuous? Don't worry about that. I assure you, this won't be a trap. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to leave the Academia again. It'll be safest for me to distract the guards long enough to hand you the documents. All right, I trust you. So, if I were to successfully complete this task, would it mean I've atoned for my wrongdoings? That'll depend on the judgment of the Dendro Archon. The Dendro Archon. That's right. Her people are the ones we have endangered. As the god of wisdom, she's also the one responsible for judging and guiding the scholars. Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed to bring Sataria to our side. The Traveler's execution was ingenious. She's the one who deserves all the praise. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go off without a hitch. Pray? But if we're going to pray to the gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? Stimmt schon. No. The truth is the true guardian of scholars. I've always believed that. Anyway, let's meet again tomorrow evening at the Adventurers Guild. Ich meine, wir könnten auch einen anderen Archon anbieten. Alright. So.
Und da ist die Musik wieder. Au. Wenn ich mich zu viel bewege, schmerzt es. Okay. Keep up. Also, hey. Catherine, we're here! Oh, you are the other Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Für unseren Sinn, ne? Ja. Also dann, dein Name? Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. If something were to happen, my existence may be the only trump card we'll be able to play. After all, the Academia should still be unable to confirm the existence of my consciousness in the outside world. Weiß ich nicht. Exactly, just what Paimon was thinking. Sollte. Paimon, shut up. Anyway, enough about that. Let's just make sure to be on our guard. Ja, also hier stimmt definitiv irgendwas nicht. Off? What do you feel is off? Ja, ich hab's auch bemerkt. Niemand in der Nähe. It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No, I think she's right. It really is a lot quieter than usual. If you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure if this is the case for the entire city, though. Huh. Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a way to not only distract the guards, but also to get everyone to go to sleep early, just so we can exchange the documents in peace. Bestimmt. I also can't quite figure out why things feel a little off. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. Sie können ja alle mit der Akasha beeinflussen. Sub-Zeros Festival oder nicht. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the Academia, and that Sataria managed to distract all the guards. Es sind gar keine Leute hier. Na gut, hier sind welche. Genau dort, wo wir hin müssen. Na gut, wir wollen da hoch. Nowhere to run! Ups. What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the Academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. Der Zweite. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Samir City. What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here.
What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru! Don't worry. We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the God of Wisdom. Ich bin echt fertig, dass ich nicht connected habe, dass er der Ausgestoßene ist. Das weiß man doch schon seit Jahren, dass er das ist. Ich Idiot. Ah. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first. Ich weiß nur nicht, ob es schon bekannt war, dass er der Zweite ist. Wir wissen ja, dass die Rangordnung der Fatui die Stärke beschreibt. Wo Signora 8 und Scaramouche 6 bzw. Tartaglia 11 war. Also ist er der zweitstärkste von allen? Das hätte ich nicht erwartet. Wer weiß, ob das wirklich die Stärke bezeugt. Aber eigentlich soll es. Is Nahida going to be okay? We only made it out because of her. Ja, stimmt. Sie kann von Bewusstsein zu Bewusstsein springen. Aber sie will nicht, dass ihr irgendwas geschieht. Also dem Körper, den sie besitzt. Gut, es ist nur eine Schneiderpuppe. Aber das heißt nicht, dass sie trotzdem nicht beschützen würde. Unser Feind ist schrecklich. Ja, hat er jetzt einfach auch die ganzen Weisen überschrieben? Oder war er die ganze Zeit mit denen in Cahoots? Wahrscheinlich der Oberweise. Ich kann mir denken, dass das ganze Sub-Zeros-Ding auf deren Mist gewachsen war. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. Hat er das gesagt? Hat irgendjemand das gesagt? Woher hat sie die Info? Wir haben es gelesen. Woher hat sie die Info? Ha. He called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the Academia came back recently. Und Tartaglia hat uns davon erzählt, als sein Bruder in Liyue war. And that even the sages are weary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yep, we're in too deep. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the Academia. They're in cahoots with the Fatui. But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Natürlich. Das ist... Also nein, er selbst nicht. Wahrscheinlich. Also nicht primär, aber ja, das ist deren Auftrag. Yeah, things would be a lot easier with Nahida's help. Nahida said we'll meet again outside of the city. But we can't just keep waiting around, right? Let's investigate further. You mean... Tainari? Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidia Forest? Oh no. That has to be the same project. Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. Der wird occupied sein von seiner Quest. Oh, ich hasse dieses System, ganz ehrlich. Nee, scheinbar noch nicht. Dann haben wir Glück. Doch. Es ist doch immer so, dass einen nicht erledigte Sachen einholen. Wirklich immer. Oh no. Immer wieder. Immer wieder.
Mal schauen, vielleicht wird es recht schnell frei. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Ich habe auch Hunger. Vielleicht wird es eine längere Pause. Ich will was essen. Sprechen wir von einer 10 Minuten Pause. Wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist okay. Das wird okay sein. Und dann gehen wir und machen Tanaris Quest. Aber es ist okay. Ich habe mir heute viel Zeit genommen. Vielleicht passt es trotzdem. Mal schauen. Bis gleich. I do try to lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor. Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. Luck can swing the results of a single game, but it's bound to run out sooner or later. Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. I do try to lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor.
Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. I do try to lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor. Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. Luck can swing the results of a single game, but it's bound to run out sooner or later. Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales.
I do try to lighten the mood sometimes, but I'm not the best judge of other people's sense of humor. Luck can swing the results of a single game, but it's bound to run out sooner or later. Okay, da sind wir wieder. Mit Essen. Ich esse das so nebenbei bei der Quest, aber keine Sorge, ich werde gemutet sein, es gibt keine Geräusche. Wenn da irgendwie kurze Pausen sind oder so, werde ich mir halt einfach nichts sagen und das Mikro nicht anmachen. Es sei denn, ich habe mal geschluckt. Also nicht wundern darüber, aber die Sache ist, ich baue ab. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit ein Brennen auf den Augen. Ein Müdigkeitsbrennen. Was 100% durch meinen Krankheitszustand kommt. Vielleicht kann ich so ein bisschen Energie tanken. Ich weiß nicht. Wir schauen mal. Und keine Sorge, ich werde auch nur essen, wenn wir hier gerade mitten im Gespräch sind. Das eignet sich ja eigentlich ganz gut so nebenbei. Wir powern die Quest jetzt durch. Es wird nicht lange drumherum gefaselt. Und wir werden regelmäßig checken, ob wir die andere Quest weitermachen. Da wir gerade Tighnari direkt als Marke haben, ist das vielleicht der einzige Grund. Ich muss die gesamte Quest nicht machen. Wir schauen. Man darf ja noch hoffen. This is where you've been, Tighnari? Shh. Keep your voice down. Tighnari, everything's spinning. Am I going to die? Du bist ein Beyblade. Tell Mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Better sooner than later. Tighnari, I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tighnari, is he? Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. Really? Then, can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I started feeling dizzy. Could it be? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Nicht, dass der jetzt Elazar hat. Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use.
What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. All right. Thank you. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go. Alright. Das passt sogar sehr gut. Das war alles. Das war alles, was wir machen mussten. Tighnari ist wieder available. Also let's go. Oh Gott. Gott sei Dank, ey. Ich küsse deine Nuss, Tighnari. Und das ist ein Muss, der Kuss auf die Nuss, ja? Der Nuss auf die Kuss. Sag jetzt bloß nicht. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from the Corps of 30? Did you come here to arrest us? Corps of 30? We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. The Outcast? An outcast from the Academia? Sind wir etwa ein Dorn von ihnen im Auge, dass er uns sogar außerhalb suchen lässt? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Warum sollte er? Ist doch viel unauffälliger so. Wer weiß, vielleicht wäre seine Ressourcen sparen. Okay, ja. Ist sogar eine der Antwortmöglichkeiten, habe ich noch nicht mal gelesen. Ja, vielleicht das. Still wasting time on idle chit-chat. Expandable und We'll so. shut you up soon enough. Okay. Get them! You're up, traveler! Alright. Ah. Dämliche Wurzel. Let's nip that in the butt. Echt, ey. Hatte in the nip. This is order. Quake! Haben wir nicht alle. Now you shall perish! It isn't over yet! Here comes reinforcements! Dann darf er auch noch mal spielen. Their penance is due! Guilty! That was pretty rough. Is that what elite mercenaries are like? Ich hoffe, das Auge hält sich jetzt von den Cutscenes fern. Bestimmt waren das nicht die einzigen. Ja, der wird uns überall suchen. Dass die uns hier gefunden haben, liegt nicht an den Fuß, sondern weil er sie überall ausschwärmen lässt. Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. Immer sind wir gesucht. Doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Tighnari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going.
So, okay. Tighnari! Also den Teil der Quest hätten sie uns auch so machen lassen können. Help, help, help. Ach so, ist ja hier. Na, sowas. Coley, weißt du, wo er ist? Oh, it's the traveler in Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tighnari is taking me off the patrol schedule. He will only allow me to stay here and coordinate other people's tasks. Oh, Kale. Speaking of Tighnari, did he go off on patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tighnari? He just left the Avidia Forest a little while ago. He was headed to Pardis Di. He left? But isn't Tighnari always saying that he never wants to leave the Avidia Forest? He even turned down the Sage's invitation. I thought it was weird too. Master Tighnari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. He left in a hurry this time though. Vielleicht hat er von Dotora erfahren. Vielleicht haben sie Geschichte oder er weiß einfach genug davon. No, I only found out that he left through a message he left behind. He also made sure to delegate all his tasks using a schedule. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Master Tighnari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia, and Pardis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, Master Tighnari once spent a long time conducting research at Pardis Di. A research base, huh? Gotta wonder what kind of research Tighnari just decided to work on all of a sudden. Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Pardis Di. Take care, Coley. Und überfordere dich nicht. Vielleicht, ich glaube nicht, dass wir es in dieser Questreihe schaffen, Irminsul zu heilen. Wir haben nicht mal einen Ansatz, wie wir das schaffen können. Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tighnari, please send him my regards. Got it. Will do. See you later, Kale. Ich weiß ja nicht, ob Tighnari Geschichte mit... Dammit. Ich weiß ja nicht, ob Tighnari sich gerade im, Nein, nochmal. Ich weiß nicht, ob Tighnari Geschichte mit Dotora hat, aber wir wissen ja von Coley auf jeden Fall. Diese ganze Genshin Impact Manga-Geschichte vor 2 Jahren. In-game sogar vor 2 Jahren. Jetzt nicht ein Hammer-Plot-Twist, wenn er irgendwie sogar daran arbeitet, Irminsul zu heilen. Aber nicht für gute Zwecke. Wer weiß. Also die Catherine-Quest. Das ist die eine, die die ganze Zeit da war. Lustig, dass die jetzt plötzlich Priorität über die anderen hat, ja? Das ist doch einfach nur Schikane. Hey, schau mal, es geht dir gut. Lies mal ganz schnell durch. Ich würde gern andere Missionen übernehmen. Das war kurz und schmerzlos. Alright. Also dann. Ich fand sowieso schade, dass die Story Quest uns nie hierhin geführt hat. Ist ein schöner kleiner Ort. Da ist sie ja. Hey. Wait!
Essen. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist sie ja nicht besetzt. Könnte auch eine Falle sein. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Sorry. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. Paimon feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. Whew. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness inside the Akasha. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already started messing with the Akasha. Die Zeit rennt gegen uns. Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? Was, wenn er das auch kann? Oh oh. We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sages once tried to reach out to him. Why don't you come inside with us and see what we can find? Okay, let's just hope we won't get him into trouble. Nicht mehr, als er selbst schon tut. Weil er sich denen ja verweigert. Die versuchen ja recht aggressiv, ihn zu rekrutieren mittlerweile. Oh. Traveler? It is you! Ah! The voice! It's Hypatia! Ah, what a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the, what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Pariporna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! Die Reaktion war nicht sehr positiv. Vielleicht eine andere Gottheit? Oder keine Gottheit? It's
so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. Ah, what a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! So, ich habe jetzt übrigens fertig gegessen. Tanari, du. Bis zum nächsten Mal. War schön und so, ne? Oh, all right. Actually, please wait. I haven't forgotten my promise to you. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? Was hältst du davon, Nahida? Wir nennen sie nicht vor ihr Nahida, oder? I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit-born ale with me. This is still a crucial part of the ceremony. Uh-oh. We're using that incense again? All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Okay. Ready? It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. My fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My creator. My mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human. My family. My friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounce the world and laugh in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Das habe ich jetzt nicht erwartet. What was that? Das war nicht Drucker de Vata, das war nicht König Dashred. Das war Scaramouche. Na sowas. Ist... die Verwelkung geht schon lange. Er ist nicht für die Verwelkung verantwortlich. Nein. Nicht wirklich, oder? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! Alas, shame. If only...
If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Periporno life, but rather... Oh Mann, das ist nicht gut. Hey, you got it all wrong. You, why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? Es wirkt eher so, als wäre sie so ein bisschen von ihm und seinen Emotionen infiziert worden. Hypatia? That's how I always thought everything should be. Wait. Have I already lost my mind? Wait, something isn't right. Okay, we finally lost him. Oh je. Oh je. Aber das, was sie durchstochen hatte, sah eher aus wie eine Hand als wie eine Waffe. Auch in den Trailern. Ich habe nicht gedacht, dass das... Ich dachte, die Szene wäre ein Fake-Out. Ha. Ich sehe dich. Außerdem, die Kammer, in der sie ist ihr Burst. Interessant. Ja, ich kenne ihren Burst schon. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the Traveler's back? Du. Okay, jetzt weinen wir hier zu viele Leute an. Ja, klärt mich auf. Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. Und er weiß, dass wir nicht und wir selbst waren. Er ist also wirklich so ein bisschen eingeweiht. Ha. Diesmal war es kein einfacher Bewusstseinssprung, sondern ein Wechsel. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Okay, er weiß nur das Nötigste. Er weiß nicht, wer Nahida ist. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, "The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies." Es ist schön, dass du dir das alles merken konntest. Oh no! Nahida's
is trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. Sie ist auf jeden Fall wirklich gefangen, wie wir sehen. Ich dachte immer, sie liegt einfach in einem Bett und kommt nicht raus. Aber nee, nicht mal das. Die hat ihre Muskeln wahrscheinlich 500 Jahre lang nicht mehr bewegt. Darf nicht mit von unseren Pläne bekommen. Ja, also ohne sie werden wir wahrscheinlich nicht überwacht, solange wir die Akasha aus dem Spiel lassen. Ich glaube, er konnte sie orten. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical divination at the Sub-Zero's festival. Das fällt auf. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. Mit Mond meint sie sich selbst, mit Licht der Sterne meint sie Wüstenbewohner, mit Trugbildern und Lügen meint sie die Pläne der Akademie. Alles richtig. Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess is correct, but the situation's a bit complicated, so it's really hard for us to explain right now. Ha, er ist eingeweiht. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side, so I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? Ah, that. While I was indeed invited to join that project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Zumindest nach außen. Aber was, wenn wirklich? Könnte ja sein. Nur halt für andere Zwecke. Vielleicht Reparaturen nötig für Manipulation. Oder es geht die ganze Zeit um Scaramouche, der sich da irgendwie festgesetzt hat, wegen der Gnosis. Zumindest jetzt in den neuesten Entwicklungen. Muss ja nicht heißen, dass die Verwelkung daher kommt. Ich kenne den Inhalt des Projekts ungefähr. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Die Akademie hilft Scaramouche dabei, zum Archon zu werden. Also haben sie diesen Körper konstruiert oder ist das nur eine Verkörperung der Gnosis? What? Do you have any evidence? Ich habe einen halbfertigen Archon bei der Fertigstellung gesehen. Die göttliche Erkenntnis, die uns Hypatia gezeigt hat. Nennt man das Archon? Willst du mir sagen? Also ja, gut, die haben alle ein anderes Äußeres. I guess. Venti und Zhongli auf jeden Fall. Von Raiden haben wir nie wirklich was gesehen. Aber vielleicht ja alle. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia Forest because of Hypatia? I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardes Dii and began searching for a way to return her to her normal self. If I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Aye. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. Und dann die Fatui. Ich schätze mal, die
Der oberste Weise ist ein bisschen radikaler als die anderen und würde darüber hinwegsehen, dass er verstoßen ist, wenn er etwas im Gegenzug bekommt. Und so sehr wie sie Kusanali hassen? Ein neuer Gott? Sie wollen einen würdigen Gott. Sie sehen sie nicht als würdig. Es geht nicht mal um den alten Gott. Das könnte Anreiz genug für sie sein. The Doctor and the Balladeer. We have 2 Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. Aber was ist dann das Endgame hier? An die Gnosis zu kommen, würde ich sagen, das bedeutet, er wird nicht zum Gott. Also die Weisen gehen am Ende leer aus. Ich glaube, das wäre der Plan von Dottore. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. Und dann wäre dann noch die Frage, warum nicht die Gnosis von Nahida vorziehen erstmal. Ich nehme an, die Akasha ist benötigt, um Scaramouche zu helfen? Oder ihn aufzuspüren? Und erst nachdem er erledigt ist und seine Gnosis eingesackt wurde, kann man die Gnosis von Nahida nehmen, weil diese ja das Akasha quasi mit Energie versorgt. Es wäre wohl die einfachere von beiden, aber die Reihenfolge ist wohl entscheidend, nehme ich an. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Erstmal in die Wüste. Die schicken uns literally in die Wüste. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? Denn am Ende gilt immer noch, wenn man mehr wüsste, müsste man nicht in die Wüste. I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Rabat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of wisdom go with you. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're off then. So, wir haben stellenweise wieder ausgelassene Frames gehabt. Ich hoffe auf keiner, zumindest nicht bei der Cutscene, an keiner zu wichtigen Stelle. Ich weiß auch nicht, wir operieren auf 60 Frames pro Sekunde. Wie schlimm die Sprünge sind, habe ich nie gecheckt. Wir sind immer so in 40er Schritten. Was bedeutet, eine Sekunde würde gestippt werden, denke ich. So um den Dreh. Es ist nicht so schlimm wie am Anfang. Wir hatten da 700 in 1,5 Stunden und jetzt haben wir 740, jetzt haben wir 374 in 2 Stunden. Was eine bessere Bilanz ist, aber es ärgert mich trotzdem natürlich. Also dann, ich wusste, dass wir hierhin gehen, um in die Wüste zu gehen. Es ergibt einfach so viel Sinn. Lass uns mal über die richtige Richtung eintreten. Es könnte sein, dass wir hier... Ja, so. Dass wir hier vielleicht noch was einzusammeln haben. Ja, das dauert mir jetzt lange, diese Dinger. Aber ich weiß nicht, wie lange die dauern werden. Ich glaube, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Das da klingt gut. Okay. 35 Sekunden ist easy. Aber wir haben aber keinen da oben, ne? Nee. Diesmal verlieren wir nichts aus den Augen. Wir stecken ein bisschen fest, aber egal. Na komm. Sind wir ein bisschen finicky. Smells like something good is inside. Warum wird mir das jetzt angezeigt? Ja, ich mache die ganze Zeit Monster-Mission. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, wie ich das ändere. Das habe ich jetzt gerade rausgefunden. So, take that knowledge. So, wir gehen mal hier hoch. Es wird mal Zeit für eine Belohnung. Oder 1, 2, 3. Je nachdem, wie viel wir haben. Wir machen mal ganz kurz 2. Man hofft ja immer noch auf ein C1-Zeichen. Und bis jetzt habe ich ihn und die Waffe. Das war's. Das war auch alles, was ich wollte. Lieber die Waffe als eine C1. Aber wenn man könnte...
Im Notfall ist es immer noch ein bisschen Nilo-Vorbereitung. Oder? Macht Sinn, aber dann auch wieder nicht. Mal schauen, was wir bekommen. Oh, Anleitung der Fähigkeit. Das brauchen wir für Sino. So, da sind wir. We finally made it to Caravan Rebat. It's pretty lively here. So, just past this wall is the desert, huh? Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's gotta be the divine work of Greater Lord Rukkhadevata, right? Wer weiß, könnte auch Dashred sein. Vielleicht wollte er die Wüste für sich. Alhaitham? Der? Enough gawking. Come on, follow me. Huh? Woher ist der denn aufgekreuzt? Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich ein Gefühl. Wir sind außerhalb der Stadt und das scheint so einer der Faktoren zu sein, wann immer er auftaucht. Over here. Oh, Haytham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. Ich frage mich das auch. Keep up. Ich denke immer noch, er könnte für die Akademie arbeiten. Trauen tue ich ihm nicht. What the? Where did she go? How did we lose them? They were just here a second ago. More Aramite mercenaries? Who are they working for this time? Anyway, Traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long time ago. Diese Schwanze? Schwanze? Was soll das bedeuten? Das Wort habe ich noch nie gehört. Scheiß Wanze? Auf jeden Fall vielen Dank, I guess. Und genau deswegen traue ich dir nicht. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really gave Paimon a scare, Alhaitham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us back on their orders. Oh, so you've already landed yourselves on the academia's hit list. I can't say that I didn't expect it. However, had I wished to turn you over to the academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have a point. Was beim Projekt beweisen. Mit wer weiß, was er über das Ding weiß. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Lässt du uns jetzt sagen, dass du sie hast? Wir wissen's. Also, wir wissen's, aber Traveler weiß es nicht. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ainul Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time.
To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? Wollt forget me. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices or remembers stuff like that? Wir haben nicht viel Zeit zu erklären, aber wir wissen auch nicht, ob wir dir das erklären sollten. So that's your answer. Well, I do work for the academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? Ja. No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. Well, We shall go. Would you like to head there together? Sorry. We shall go together. It's always better to travel with someone you know. Let's go! It's dangerous to go alone. Take this Alhaitham. Ich wünschte, sie würden mir einfach die Unit geben. Aber okay. Moment. So. Stimme kurz ein bisschen reinigen. Ob wir hier noch ein paar Skarabäen finden, wenn ich hier einfach nur rumlaufe? Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Wie viel haben wir? Wir sind immer noch bei 9, ne? Tatsache. Ich habe keinen einzigen mehr gefunden. Das ist Wahnsinn. So, aber ein paar andere Schätze. Meinetwegen. Ich schätze, das können wir machen. Sind wir hier eigentlich... Dritter Akt von Kapitel 3. Keep up. Kebab? Nee, ich habe hier gerade keinen. Alright. Und rein zufällig genau dort, wo wir hin müssen. The lost and found report. Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa. This landscape is really something else. What a cool place! Let's go check it out! Oh. One after another hier. Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Alhaitham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes.
General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stand back and do not seek to defend him any longer. Otherwise, there will be consequences. Wie gesagt, ich traue ihm auch nicht. Has Al-Haytham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? Du hast uns also angelogen? Naja. Angelogen. Wir waren nicht aufmerksam genug, es zu bemerken. Haben wir es jemals erfragt, was damit passiert ist? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? Auftrag vom Weisen? Vielleicht. I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Great! Finally, someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. Also, ich würde das gerne sehen. Ich nehme ein bisschen Popcorn und genieße die Show. Ja, sie checken sich immer noch aus. Was machen wir? Did either of you hear a word I just said? Brrr. Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away! Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! We have to take cover. Someone's calling for us! Oh, this wind is too strong! Let's get over there! Ist das hier ein All-Star-Brawl? Wo kommen die ganzen Charaktere her? That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. Das wird weird. Das wird sich nicht von allein bewegen, okay.
Ja. Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with 3 people who wanna tear each other limb from limb? Sure, why not? Sounds fun. The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. Our savior has come at last! Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. Jo, danke. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the weather gets rough. Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. So please, have an honest and sincere conversation with one another, and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. And that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? I have nothing to hide, so there's no shame in explaining myself. While Alhaitham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development files. What little they did report clearly did not match the project's actual progress. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, but I soon found that all leads and potential pieces of incriminating evidence were carefully concealed from me. I began to realize that they were cautious of me from the very beginning. Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. He even said to me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. You have no right to judge us." So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the Academia of today. Naja, zumindest zu den Top-Tieren. Das liegt aber nur wahrscheinlich an dort Tode. Es wird wohl vor seiner Involvierung ein bisschen anders gewesen sein. Nicht ganz, aber ein bisschen. I believed it would be wise to flee the Academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. Finde ich gut, dass du nicht zu denen gehörst, muss ich ehrlich sagen. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Once I find the truth, I will administer judgment by my own name.
Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. Plus, now that he's no longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less scary. Wir können ihm noch nicht vollständig vertrauen, aber es ist auf jeden Fall besser als I hate him. Für den Fall, dass er sich die Geschichte nur ausgedacht hat, ja, ist natürlich auch möglich. Well, Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, Al-Haytham? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the Divine Knowledge Capsule, and I think we deserve an explanation. Die haben sich schon von Anfang an in Acht genommen für uns, ja. Ob das jetzt bei Al-Haytham noch genauso ist, weiß ich nicht. Fakt ist, seine Akasha ist noch an. Alles, was wir sagen, könnte in diesem Moment abgehört werden. Yes. I was indeed tasked with investigating the Traveler. Al-Haytham! After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can give you a glimpse of divine knowledge. A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. From my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the Divine Knowledge Capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? Auch möglich. Aber das könnten sie auch mit uns machen vielleicht. Na gut. Was ist mit deiner Begegnung? Ich glaube, sie meinen die jetzige. I'd already given up on the assignment by then. I only told the Academia I was waiting in Port Ormos for you to appear so they wouldn't suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the Divine Knowledge Capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the Traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the Academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. Ja, aber du bist derjenige, der sich bemerkbar gemacht hat. Vielleicht hast du ja damit gerechnet. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebat as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. I took the Divine Knowledge Capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the Academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. My situation is pretty straightforward.
My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the Traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. That's more like it. I missed you all so much, Candace. Huh? Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Creatures? In the sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The wind's died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. Ja, stimmt schon. Die sagen nichts. Weißt du, was lustig wäre? Wenn Cyno und Häfen am Ende des Tages die perfekte Synergie hätten mit ihren Kids. Ich meine eher Elektro, Häfen Dendro. Es könnte. Es ist nicht sehr abwegig. Boah, Sandsturm ist okay. So, diese Vorkommnisse häufen sich. Mal sehen, ob das mit unseren Problemen zusammenhängt. Bestimmt. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Nicht nur sondern auch sehr stark. Ah, here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. Hast du? It's been quite a while since I've seen the Flame Main in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Hast du denn mittlerweile ein neues Großschwert? Shine down! I will have order. Crumble! Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Das war ein bisschen zu früh. Guilty! Their penance is due! The creatures stopped appearing. Was that the last of them? Okay, mir What we scheint. fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Scheinbar wird das Auge sich immer nach einer einzigen Instanz aus der Cutscene zurückziehen. Well fought, everyone. No injuries, I hope. Village Elder? Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Anpu. Der Name klingt beleidigend, aber okay. Wir haben euch keinen Ärger gemacht. Der Sandsturm ist nicht unsere Schuld. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common?
I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia Forest. Oh no, das war ein Versehen. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur das Gespräch anhalten, um zu sagen, knows your curiosity no bounds, sagt der Wissenssucher zu denen, die keine Studenten sind. Der Akademie oder Lehrmeister oder Archivare oder so. Es ist doch... Also, irgendwie ein bisschen unpassend. Jetzt habe ich es weggedrückt, Entschuldigung. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Herr Pager auch fast. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. Eigentlich traue ich ihm mehr als Alhefe, nach wie vor. Genau die perfekte Gelegenheit, ihn zu beobachten. Das perfekte belegte Brötchen. Ja, wir sind hier nicht allein. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Der hat schon von Anfang an gesagt, dass er uns wahrscheinlich sogar für stärker als Alhefen hält. So, der Oculus könnte auch unten sein. Wow, warte mal, was? Da unten ist Wasser? Oh. Nebenbei ausgelassene Frames. Da ist der Talk schon wieder. Hier ist sogar eine Angelstelle. Sie häufen sich gerade wieder. Innerhalb der letzten halben Stunde haben die sich verdoppelt. Oh je. Bin mir noch nicht sehr sicher, dass ich hier Dendroculi sehe. Ganz ehrlich, das Ding ist nicht unten, nicht oben.
Es ist in einem Haus? Ach, hierhin führt der Aufzug. Der Aufzug, der nur alle Jubeljahre mal zu benutzen ist. Kommt der überhaupt von alleine runter? Ich werde wohl nicht drauf vertrauen. Vielleicht ist er auch einfach da oben auf dem Zelt. Nee. Da ist ein kleinerer Vorsprung. Oh, der Turm. Nein! Ah! Ich hatte gedrückt, bevor er losgelassen hatte. Wirklich. So. Inazuma. Wieder was löschen. Alright. Das hat weh getan. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? Warum werden die wahnsinnigen gelehrten Dorfwächter genannt? Sind sie kampfmäßig begabt? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Ich dachte auch sofort an sie, Nahida. Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story?
Dendrogott hat alles gemacht, ne? Wahnsinnige halt, Dorf beschützt. Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the Mad Scholars! No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Huh? Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? Ah. The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. Ja, Sino. Worte, kommt zu mir. Warum bin ich heute so neben der Spur? Weiß ich, warum. Aber kann ich mich mal zusammenreißen? Kleinen Moment. So, Sino, du bist der Propaganda der Akademie auf jeden Fall auf dem Leim gegangen. So, da haben wir's. Bis vor kurzem waren wir noch zusammen. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth! That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. Yup. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. Es ist wirklich eine komische Art und Weise, das zu fragen. Sag mal, ist dein Opa vielleicht verrückt? Gehört der ins Altenheim? Ist er wieder ausgebrochen? The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry, I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. Okay, Sino. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Kleine Sidequest. Wem hat das denn schon mal ein Vierer-Duell. Wem hat das denn schon mal geschadet? Was soll ich denn von diesem Titel halten? Can this be? Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already.
We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace, and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. He's connecting the dots. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Hey, Isak! Oh, it's you guys! Gute Nachrichten, deine Mission ist, da fehlt mir wieder das Wort. Und es fällt mir nicht ein. Es gibt so viele Wörter, die darauf passen würden und keines fällt mir ein. Alter, hasse ich es, so neben der Spur zu sein. Your mission is a go. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Deinem Opa geht's bestimmt gut. Ja, er kann nur nicht in seinen Körper. All right. Let's ask the local residents some questions first. Achso, Vierer-Duell hieß das Ganze. Die ganze Zeit. Okay. Ich habe doch eindeutig dahin gedrückt, oder? 4. Akt. Ich
baue gerade richtig ab. Ich baue gerade leider richtig ab. Was nichts mit der Story, sondern einfach meinen gesamten Zustand zu tun, damit zu tun hat. Man merkt es daran, wie ich spreche. Ich fürchte, dass ich heute nicht so lange streamen kann, wie ich will. Oh. Ey, wann könnte ich denn dann wieder? Am Sonntag. Ich fürchte, wir machen hier jetzt Schluss. Genau hier. Ich wollte unbedingt. Aber ich habe das Gefühl, dass es keine gute Idee ist für mich selbst. Ah. Es tut mir leid. Ich fürchte, wir machen wirklich hier Schluss. Aber hey, wenn ich beim nächsten Mal besser drauf bin, passt ja umso mehr. Es tut mir leid, wenn ich jemanden falsche Hoffnung gemacht habe, heute mit dem 10-Stunden-Stream. Ich habe nicht mal die Hälfte durchgehalten. Aber wie gesagt, es liegt nicht an der Story. Ich finde es super interessant sogar. Ich bin einfach nur down. Es tut mir leid. Aber hey, ein bisschen was haben wir heute gemacht. Und so wie sich das bis jetzt entwickelt, wird es auf jeden Fall meine Lieblings-Story-Quest von allen 4, die wir bis jetzt hatten. Wenn wir mal Zwischenkapitel außen vor lassen. Ich mag es auch, dass wir richtig viel Zeit mit den Charakteren verbringen. Und nicht einfach nur so ein bisschen durch rushen, wie es in Inazuma war. Was ja auch heftigst unter Kritik stand. In the end, all will be placed upon the scales. Wo ich auch nichts dagegen hatte, aber ich merke halt schon, dass Inazuma mir mehr gefallen hätte, wenn es so ausführlich gewesen wäre. Okay, Leute, wir machen hier Schluss. Beim nächsten Mal gibt es dann den Rest. Erneut, es tut mir leid, aber ich glaube, an dem Punkt, so wie es mir geht, kann es nur gut sein. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sich sagt, dass ich und mein Commentary der Story nicht mehr würdig sind. Und diesen zu erreichen, werde ich eigentlich immer tunlichst vermeiden. Das sind dann die Tage, wo ich nicht streame. Wie gestern zum Beispiel. Ich hatte gehofft, dass es heute anders wäre. Ich habe es versucht. Leider ist es nicht anders. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie ein bisschen angenehm zuzuschauen. Wir haben schon wieder verworfene Frames gehabt während dieses Monologes. Auch eine Sache, die mich nervt. Ich muss mir mal anschauen. Ich habe jetzt einen Punkt, wo ich pinpointen kann, wie die verworfenen Frames war. Wenn der Skip nicht zu groß ist, kann ich da vielleicht in Zukunft drüber hinwegsehen. Mal schauen. In jedem Sinne, danke ich fürs Zusehen und wünsche eine wundervolle Nacht. Dann einen schönen Restabend. Und ich denke mal, am Sonntag spielen wir dann Sumiro durch. Das ist kein Ding. Dass wir dann nochmal Genshin streamen, ist kein Ding. Ich habe mir auch beschlossen, trotz der God of War-Sache habe ich beschlossen... Darf ich mal reden? Danke. Habe ich beschlossen, dass ich nicht rushen will. Horizon trotzdem seinen Abschluss geben will mit sehr viel Side-Content. Auch ein bisschen Genshin zwischenstreamen will. Auch gerne Monster Hunter, auch wenn das so mit am meisten im Hintergrund ist. Und God of War vielleicht auch erst anfange, wenn der Nachfolger raus ist. Like, was schlimm ist es nicht. Ich würde den gerne dann auch spielen, aber, like, ist schon okay. Ist schon okay. Ich habe danach nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich die neuen Pokémon-Games streamen werde. An diesem Punkt. Das kann ich offen sagen. Darf ich reden? Danke. Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Die anderen beiden vom letzten Jahr, sei es Arceus, oder, na gut, war Anfang dieses Jahr, oder Diamond Remake, habe ich ja auch nicht durchgespielt. Das zeigt, dass ich wohl gerade einfach nicht ein bisschen in der Stimmung bin. Na gut, dann ging es los mit den Dark Souls Powern für Elden Ring. Aber, und Arceus habe ich auch nur angefangen, weil meine PS4 kaputt ging und ich nicht Dark Souls spielen konnte. Aber es ist doch schon bezeichnend. Boats are made for transferring commodity. Deswegen, wir rushen nicht, wir lassen uns für alles Zeit. Und es ist nicht schlimm, Genshin in mehrere Teile aufzuteilen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, wir sehen uns am Sonntag. Und machen dann die Story fertig.
Wir machen einen Hard-Focus auf die Story. Ich weiß nicht, ob wir erkunden werden. Das schauen wir mal, je nachdem, wie lange die geht. Ich lasse mir auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und dann sehen wir uns dann. Nochmal Entschuldigung, aber auch danke. Entschuldigung, dass es so vielleicht unwürdig war für die Story. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und heck, am Sonntag geht's mir vielleicht besser. Ich hoffe doch. Und nächste Woche... Darf ich gehen? Danke. Nächste Woche habe ich ab Dienstag Wochenende. Übrigens. Da lässt sich noch was machen. Also das ist nicht das Schlimmste. Ja, ich habe wirklich... Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe 3 freie Tage hintereinander. Dann kommt, Nein, nicht ab Dienstag habe ich Wochenende. Ab Mittwoch, Entschuldigung. 3 freie Tage hintereinander, dann kommt Wochenende. Wir haben dann noch den Feiertag am Montag. Also ich kann am Sonntag eh lange machen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Bis dahin dann. Tschüss. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?